Also ich kenne viele Paare, die sagen, wir sind ein tolles Paar, aber im Sex hängt's. Und tun dann so, als wäre das nicht so wichtig. Aber ich habe ja den Spruch geprägt, wenn der Sex stimmt, macht er 10% der Beziehung aus. Wenn er nicht stimmt, macht er 90% der Beziehung aus. Und das ist Fakt. Also man sagt, es gibt sowas wie ein Gaspedal der Lust, die Libido. Es gibt aber auch viele Bremsen. Also Bremsen können zum Beispiel Stress sein. Bremsen können aber auch sein emotionale Probleme oder bestimmte Themen aus der Vergangenheit, die mich beschäftigen und die dann eine Bremse immer wieder reinhauen. Ich habe schon mal gelegentlich Anfragen von Männern, die sich dann bei mir melden, die mir dann sagen, oh, ich habe 7 oder 8 Mal am Tag das Bedürfnis, mir einen runterzuholen. Ich hatte sogar schon mal einen im Call, das ist jetzt kein Witz, ich mache immer so einen kostenlosen Kennenlernen-Call. Der hat dann in dem Call angefangen, sich einen runterzuholen. Er hat mich zwar gefragt, ob er das darf, aber er sagte, ihm ist jetzt gerade danach. Ich habe dann den Call ziemlich schnell abgebrochen. Ja, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ist ja so der Klassiker, ne, der ältere Mann mit der jungen Frau. Richtig. Die haben oft nicht so viel Sex. Deshalb ist ja eigentlich die MILF ist ja eigentlich viel, viel besser mit dem Toyboy. Also die ältere Frau mit dem jungen Mann passt eigentlich sexuell oft besser zusammen. Jetzt mal rein sexuell gesehen. Mhm. Aber wie genau erklärst du dir das, dass die meisten Frauen erst so ab 30 dann so richtig Lust bekommen? Weil ich würde mal sagen, am fruchtbarsten sind sie dann ja doch eigentlich auch in den frühen 20ern, oder? Viele Frauen haben einfach nicht so einen guten Zugang zu ihren Geschlechtsorganen, sag ich jetzt mal. Also für Jungs ist es simpel. Die haben ihren Pimmel in der Hand, dann sind die noch ganz klein und beschäftigen sich damit, ne? Das ist irgendwie mehr selbstverständlich. Aber als Mädchen ist da immer noch eine bestimmte Schamgrenze. Es gibt auch viele Frauen, die dann selbst mit Mitte 30 noch keinen Höhepunkt hatten. Weil, jetzt guckst du mich groß an, das ist aber so. Ja, weil sie einfach nicht den Zugang dazu gefunden haben in der Jugend. Ja, und dann halt irgendwie auch denken, oh Gott, mit mir ist irgendwas falsch oder so. Dabei ist es letztlich oft eine Frage der Technik. Super geiles Gefühl. Das ist kein Zufall. Den Menschen ist nicht klar, was da oben abgeht. Mindseed mit Leon Heimann. Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast, einem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin euer Host Leon Heimann. In dieser Folge spreche ich mit Susanne Wendel, Sexualwissenschaftlerin und Buchautorin, über die Frage, was unser Sexleben wirklich über den Zustand unserer Beziehung verrät. Wir sprechen über Lustunterschiede zwischen den Partnern, das Zusammenspiel von Gaspedal und Bremse, über Midlife-Crisis, Affären, Kinder und die Herausforderungen moderner Beziehungen. Susanne teilt offen ihre eigene Geschichte und erklärt, warum gutes Liebesleben weniger mit Perfektion, sondern mehr mit Ehrlichkeit, Commitment und gemeinsamer Entwicklung zu tun hat. Ein direktes, ungeschöntes Gespräch über Sex, Verantwortung und die Frage, was Beziehungen heute wirklich stabil macht. Wenn dir das Video und der Kanal hier gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal abonnieren würdest. Denn das ist eine einfache und kostenlose Art und Weise, wie du uns hier tatkräftig unterstützen kannst. Vielen Dank an alle, die schon dabei sind und jetzt ganz viel Freude bei der Podcast-Folge mit Susanne Wendel. Susanne. Leon, hallo. Aus deiner langjährigen Erfahrung als Sexualwissenschaftlerin, was sagt unser Sexleben über den Zustand unserer Beziehung aus? Oh, ganz viel. Sehr, sehr viel. Also ich kenne viele Paare, die sagen, wir sind ein tolles Paar, aber im Sex hängt's. Und tun dann so, als wäre das nicht so wichtig. Aber ich habe ja den Spruch geprägt, wenn der Sex stimmt, macht er 10% der Beziehung aus. Wenn er nicht stimmt, macht er 90% der Beziehung aus. Und das ist Fakt. Also solange der Sex gut läuft, solange man da Spaß hat, die Bedürfnisse befriedigt werden, man auch ungefähr so ein gleiches Lustniveau hat, ist es easy. Ja? Aber wenn es im Sex Probleme gibt, hat das einen riesen Einfluss auf die Beziehung. Und ja, Leute, die dann zu mir kommen, die haben halt oft genau dieses Thema, ne? Dass sie sagen, Mensch, eigentlich ist unsere Beziehung gut, aber im Sex, oh je. Ja, genau. Und da arbeiten wir dann dran. Okay, das heißt, du bekommst so beide Lager mit, ne? Leute, die in deine Beratung oder in dein Coaching oder, kommen und dann sagen, ey, bei uns läuft es zum Beispiel gut. Ja. Ne? Und da merkst du dann, okay, dann
wie der Einfluss auf die Beziehung ist. Und dann merkst du auch Leute, die kommen und sagen, ja, es läuft aktuell nicht so gut mit dem Sex, aber das passt schon. Das ist eigentlich nicht das Hauptproblem so, ne? Ja, okay, also jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, weil die Leute, die kommen natürlich nicht zu mir. Also die kenne ich dann privat, ne? Ich kenne halt viele Leute und viele, die dann ein super Sexleben haben, die kenne ich, klar. Aber zu mir kommen natürlich die ein Problem haben. Und das Hauptproblem ist tatsächlich die Lust. Also sprich, entweder der Mann möchte mehr oder was anderes und die Frau hat weniger Lust. Oder ich sag mal so ungefähr in 1/3 der Fälle ist es so, dass die Frau mehr möchte und der Mann zieht dann nicht mit. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn man da so eine große Differenz hat. Also Probleme in Beziehungen entstehen ja immer, wenn du eine Differenz hast in den Wertvorstellungen, ne? Oder in den Vorstellungen, wie das so zu laufen hat. Also ein klassisches Thema ist auch, einer will Kinder, der andere will keine Kinder. Ist ein Riesenproblem, passt nicht zusammen. Ja, und also wenn ich solche Leute dann habe, wo es um so ein Thema geht, dann sage ich immer, okay, ihr müsst euch das genauer angucken, weil das ist nicht verhandelbar. Ne? Also wenn jetzt jemand ein Kind wirklich will und der andere nicht, funktioniert eigentlich die Beziehung nicht. Und ähnliches Thema ist, keine Ahnung, will ich in der Stadt leben oder will ich auf dem Land leben? Das sind so grundsätzliche Themen in Beziehungen und da braucht man eine Einigkeit oder man muss sich irgendwie einen Kompromiss finden oder man muss halt sagen, okay, die Beziehung wird nicht funktionieren. Okay, du sagst, das Thema Lust ist so ein wesentliches Problem. Ja. Wo kommt denn erstmal die sexuelle Lust her? Wo die herkommt? Dass wir die alle so unterschiedlich ausgeprägt haben und empfinden. Naja, Menschen sind ja unterschiedlich, ne? Und also tendenziell sagt man, Männer mit so zwischen 20 und 30 haben die höchste Lust in der Regel, weil die natürlich auch durch das Testosteron geprägt wird. Also diese Libido, sagt man ja auch, ne? Die Libido ist geprägt unter anderem durch Testosteron, aber auch durch viele, viele andere Einflüsse im Leben. Und das ist unterschiedlich. Also durchschnittlich haben Männer eine höhere Libido als Frauen. Aber auch nur durchschnittlich. Also da gibt es alle Varianten. Und das hängt auch sehr stark vom Lebensalter ab natürlich. Also bei Männern lässt die Lust nach, so ab Anfang 30 in der Regel, schon Mitte 30. Und häufig mit 50, 60, 70 haben Männer dann weniger Lust. Bei Frauen stellt man oft fest, da geht es eigentlich so mit 35 oder so Mitte 30 erst los, dass die Libido stärker wird, weil Frauen dann auch mehr so ein Gefühl bekommen für ihre Sexualität, für ihren Körper, was sie eigentlich überhaupt wollen und was sie nicht wollen. Aber wie gesagt, das ist individuell tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und so die neuesten sexualwissenschaftlichen Forschungen, die zeigen halt auch, jeder Mensch hat sowas wie, also da gibt es so ein Modell, der hat einen fürchterlichen Namen, duales Kontrollmodell. Das ist so, das arbeitet mit der Metapher Gas und Bremse. Also man sagt, es gibt sowas wie ein Gaspedal der Lust, die Libido. Das ist das Empfinden, was ich habe, wenn ich Sex will. Es gibt aber auch viele Bremsen. Also Bremsen können zum Beispiel Stress sein. Bremsen können aber auch sein emotionale Probleme oder bestimmte Themen aus der Vergangenheit, die mich beschäftigen und die dann eine Bremse immer wieder reinhauen. Und wenn man sich damit mal genauer beschäftigt, also ich habe da zum Beispiel einen Test entwickelt, wo man das für sich rausfinden kann, so wie stark ist eigentlich mein Gaspedal und wie stark ist meine Bremse. Und wenn man das als Paar macht, sich das mal anzuschauen, da hat man Aha-Effekte ohne Ende, weil man dann zum ersten Mal versteht, wie eigentlich der Partner tickt und was der Partner auch braucht. Wie stark ist denn dein Gaspedal und deine Bremse? Also mein Gaspedal ist ziemlich stark. Deutlich stärker als das meines Mannes. Bremsen habe ich tatsächlich sehr wenige. Also Erklär mir das mal nochmal genau. Was genau bedeutet das? Also Gaspedal ist wirklich dieses Empfinden Lust. Also du denkst so, jetzt hätte ich Bock. Ja, so das ist die Libido. Das ist, und das ist auch so dieses Gefühl, zum Beispiel jetzt bei Männern wird es oft getriggert durch visuelle Reize. Du siehst Brüste und denkst, ach geil, ja, das ist ein Gaspedal. Ja, verstehe. So, ne, das ist die Libido, das Gaspedal. Und ich sag mal, wenn man ein sehr, sehr starkes Gaspedal hat, aber kaum bremsen, dann kann das hin bis zu Sexsucht gehen. Also sprich, ich habe schon mal gelegentlich Anfragen von Männern, die sich dann bei mir melden, die mir dann sagen, ich habe 7 oder 8 Mal am Tag das Bedürfnis, mir einen runterzuholen.
Ich hatte sogar schon mal einen im Call, das ist jetzt kein Witz, ich mache immer so einen kostenlosen Kennenlernen-Call. Der hat dann in dem Call angefangen, sich einen runterzuholen. Er hat mich zwar gefragt, ob er das darf, aber er sagte, ihm ist jetzt gerade danach. Ich habe dann den Call ziemlich schnell abgebrochen. Ja, aber das ist so dieses, ne, so dieses eine Extrem. Und das andere Extrem wäre jetzt, jemand hat ein ganz, ganz starkes Gaspedal, also viele, viele Bremsen, viele Kopfsachen, viel Stress, viel, oh Gott, ich fühle mich gebremst, ich habe keine Lust, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen, das sind so diese ganzen Bremsen. Wenn jemand sehr viele Bremsen hat und gleichzeitig aber einen schwachen Trieb oder ein schwaches Gaspedal, Trieb hat man früher gesagt, dann wäre das bis hin zu asexuell. Das gibt's ja auch, das ist das andere Extrem, ja, also Menschen, die eigentlich gar kein Interesse an Sex haben. Und der normale Mensch ist irgendwo dazwischen. Ja, also der normale Mensch ist aber auch, ich sag mal, nicht nur individuell geprägt, sondern auch situativ. Also das heißt, das kann sich auch ändern je nach Situation. Also es gibt die sogenannte spontane Lust. Spontane Lust, die ist einfach da. Du hast einen Reiz, du siehst was, ne, Brüste, keine Ahnung, kriegst Lust. Das ist spontane Lust. Ja, und das Gegenstück dazu wäre dann die responsive Lust, also responsiv, to respond, antworten. Die kommt erst, wenn man eigentlich schon Sex hat. Also das erlebe ich häufig bei Frauen, dieses Phänomen. Die haben irgendwie von sich aus wenig Lust auf Sex und die Männer verzweifeln daran. Aber wenn die dann Sex haben, dann hat die Frau auch Spaß dran. Dann kommt die auch zum Orgasmus und sagt, ja, war eigentlich ganz nett, war eigentlich ganz gut, ne, können wir öfter haben. Aber es ist nicht so dieses Spontane. Und da zwischen diesen Polen bewegen sich halt die Menschen. Und da ist es unheimlich interessant für sich mal rauszufinden, wo stehe ich denn da, ne? Und du hast jetzt mich gefragt, also ich habe relativ wenig Bremsen, außer ich bin wirklich zu müde. Und ich habe auch manchmal natürlich auch Stress oder so. Und ich muss auch dazu sagen, ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Also wenn ich jetzt jedes Mal Bock kriegen würde, wenn ich was über Sex lese, wäre irgendwie schlecht. Ja, ich brauche dann immer so diesen Kontext. Also Kontext heißt für mich wirklich mit meinem Mann, keine Ahnung, wir gehen in den Club oder wir gehen feiern, Party oder wir haben abends wirklich, machen alle Türen zu. Ich habe ja nun auch Kinder und gestalten uns das entsprechend. Ja. Ja, und dann funktioniert es. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Das heißt, das Gaspedal ist einerseits Genetik und Persönlichkeit und so weiter, aber auch externe Reize. Ja. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel isoliere und kaum externe Reize habe, werde ich allgemein, mein Gaspedal wird geringer sein, als wenn ich jetzt im Urlaub bin und die ganze Zeit nur Brüste sehe. Ich weiß nicht, was dein Kopfkino so macht. Also es ist, man kann sich ja solche Sachen auch vorstellen. Ja, ne? Stimmt. Aber dann wäre mein Gaspedal automatisch auch stärker, ne? Also, ja, wenn du so reagierst, ne? Also es gibt auch Männer, die nicht auf Brüste reagieren. Also es ist wirklich, also man muss da wirklich individuell hingucken. Deshalb sage ich auch immer, es macht wirklich Sinn, da auch mal eine Beratung zu machen oder so einen Test zu machen oder sich einfach damit mal zu beschäftigen. Weil wenn man sich das nie mal, ich sag mal, quantifiziert, dann hat man auch keinen Vergleich. Also man kennt ja immer nur sich selber. Und was ich halt bei Paaren ganz oft erlebe, da sitzen dann zwei Leute vor mir und die haben so ein individuelles Gefühl von, was ist irgendwie richtig. Und der Mann hat ein Gefühl dafür, was ist richtig. Und die Frau hat auch ein Gefühl dafür, was ist richtig. Aber es ist komplett unterschiedlich. Und wenn man das mal ein bisschen quantifiziert und sagt, okay, du hast halt ein stärkeres Gaspedal und du hast halt eine stärkere Bremse, dann verstehen Leute das auf einmal und dann haben sie nicht mehr so einen Stress mit dem Sex. Wie ist es denn dann, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt und die lieben sich und dann aber der Sex-Drive so komplett anders ist? Also sagen wir jetzt mal, der Mann hat einen totalen Drive, starkes Gaspedal und die Frau hat viele Bremsen. Ja. Wie gehst du dann damit um? Was sagst du denen dann? Also, wenn ich jetzt mal provokant bin, würde ich sagen, man muss das mal hinterfragen mit dem, die lieben sich. Weil wenn jetzt ein Partner irgendwie überhaupt nicht bereit ist, an dem Thema zu arbeiten und den anderen immer wieder auflaufen lässt, also, Entschuldigung, das ist auch nicht Liebe.
Also jetzt Beispiel, ne, du hast wirklich einen Mann mit einem sehr starken Wunsch nach Sex und die Frau lässt ihn immer wieder abblitzen, immer wieder. Der Mann ist komplett frustriert. Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe, weil Liebe ist ja auch, ich mache mal was dem anderen zuliebe oder ich mache was, weil ich einfach auch will, dass es ihm gut geht. Also ich habe schon Männer gehabt, die haben so gelitten. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die haben so gelitten, weil die Männer dann total dickfällig sind und dann so, ist doch mir wurscht, so ungefähr. Das funktioniert nicht. Also du musst ja in der Beziehung auch aufeinander zugehen. Du musst dich auch dafür interessieren, wie geht's denn dem anderen und was braucht denn der? Und ich sag dann manchmal auch den Frauen, wenn die keine Lust haben, sag ich, ja, dann geht halt zusammen duschen, hol ihm einen runter, ist doch kein Problem. Ja, ich meine, wo ist das Problem, ja? Also anstatt, dass denn der Mann leidet, weil er irgendwie nicht zu seinen Bedürfnissen kommt, das funktioniert halt nicht. Und da bin ich halt sehr, sehr ehrlich mit den Paaren. Und die gucken mich dann manchmal auch an. Also Frauen sind bei mir auch oft so ein bisschen konsterniert oder konfrontiert. Aber es geht dann auch was weiter. Die Beziehungen werden dann wieder richtig gut. Ich möchte mal zurückkommen auf diesen Punkt, den du gerade gesagt hast. Und zwar, dass die meisten Männer ja zwischen 20 und 30 den größten Drive haben. Und dann Frauen aber erst so zwischen, du hast, glaube ich, gesagt, ab 35 oder 30 und 40 sowas. Häufig, weil ja. Sie dann, im Durchschnitt, ne? Also, ja. Genau so, weil sie dann besseren Zugang zu ihrer Sexualität haben, mehr wissen, was sie wollen und so. Ja. Das steht ja irgendwie, passt es ja nicht ganz zusammen, ne? Also wenn man mal Naja. so darüber nachdenkt, oder? Ja, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ist ja so der Klassiker, ne? Der ältere Mann mit der jungen Frau. Richtig. Die haben oft nicht so viel Sex. Genau, also wenn man das mal so überlegt, dann irgendwie passt es ja nicht so ganz, ne? Deshalb ist ja eigentlich die MILF ist ja eigentlich viel, viel besser mit dem Toyboy. Also die ältere Frau mit dem jungen Mann passt eigentlich sexuell oft besser zusammen. Jetzt mal rein sexuell gesehen. Aber wie genau erklärst du dir das, dass die meisten Frauen erst so ab 30 dann so richtig Lust bekommen? Weil ich würde mal sagen, am fruchtbarsten sind sie dann ja doch eigentlich auch in den frühen 20ern, oder? Ja, das hat aber sehr, 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 sehr viel mit unserer ganzen Geschichte zu tun. Mit Erziehung hat das auch noch zu tun, mit Scham und damit, dass oft einfach, also wir leben ja heute eigentlich in einer sehr, sehr freien Zeit, könnte man sagen, ne? In einer sehr aufgeklärten Zeit. Also heute haben junge Mädchen schon irgendwie ihren Vibrator in der Schublade. Nichtsdestotrotz ist es aber eine Entwicklung als Frau, wirklich die Sexualität zu entdecken und da auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu entdecken. Und viele Frauen haben einfach nicht so einen guten Zugang zu ihren Geschlechtsorganen, sag ich jetzt mal. Also für Jungs ist es simpel. Die haben ihren Pimmel in der Hand, dann sind die noch ganz klein und beschäftigen sich damit, ne? Das ist irgendwie mehr selbstverständlich. Aber als Mädchen ist da immer noch eine bestimmte Schamgrenze. Und es gibt ja auch bei den Frauen Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die kommen auch sehr leicht zum Orgasmus. Einfach weil sie anatomisch so gebaut sind, dass es einfach sehr leicht geht. Ja, die entdecken oft dann auch in ihrer Jugend, durch Selbstbefriedigung entdecken die das. Ach schön, ich kann mir schöne Gefühle machen und so. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, die haben das halt so nicht. Also die entdecken das nicht so früh in ihrer Jugend. Und für die ist es dann auch eher schwierig, zum Höhepunkt zu kommen. Und das ist dann so eine Entwicklung, dass man dann zum Beispiel erst wenn man dann einen guten Partner hat, der da auch neugierig ist, dass man das dann durch den Partner entdeckt oder manchmal dann auch später durch Selbstbefriedigung. Aber es gibt auch viele Frauen, die dann selbst mit Mitte 30 noch keinen Höhepunkt hatten, weil, jetzt guckst du mich groß an, das ist aber so, ja, weil sie einfach nicht den Zugang dazu gefunden haben in der Jugend, weil sie einfach auch zum Beispiel anatomisch nicht so leicht zum Höhepunkt kommen. Und da auch vielleicht nicht so die Neugier entdeckt haben oder ja, und dann halt irgendwie auch denken, oh Gott, mit mir ist irgendwas falsch oder so. Dabei ist es letztlich oft eine Frage der Technik. Was heißt, die sind anatomisch günstiger oder ungünstiger gebaut? Also naja, es ist ja, ich erkläre es dir mal anhand der Männer. Also bei Männern ist es ja auch so, ne? Die haben ja auch unterschiedliche Penisgrößen, Längen, wie auch immer. Und es gibt auch Männer, die sehr schnell zum Orgasmus kommen. Also man sagt ja, das zu früh kommen ist für viele Männer ein Problem. Die sind halt sehr leicht erregbar. Ja. Da sagt man, unter einer Minute ist schon bereits, also ist dann halt einfach sehr schnell. Ne? Und es gibt aber auch welche, die brauchen 20, 30 Minuten. Und so ist es halt bei Frauen auch. Also es gibt ja auch Frauen, ich meine, man hat da keinen Vergleich. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Swingerclub?
Noch nie, ne? Hast du mal anderen beim Sex zugeguckt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nur halt Ja, Pornos halt, ne? Ja, eben, klar. So. Aber bei Pornos hast du ja auch immer nur so einen bestimmten Typ Mann und Typ Frau. Da hast du so den Mann, der so, ne, der so mit den großen Penissen, ne? Ja, die brauchen dann oft auch länger. Die können länger, aber die brauchen auch länger. Ne? Und bei den Frauen hast du dann auch so einen bestimmten Typ, die können dann auch länger durchhalten und so. Aber es gibt auch Frauen, die sind sehr sensibel und die musst du quasi nur angucken, dann werden die schon erregt. Also wir sind halt einfach sehr unterschiedlich. Und das regt mich so auf, darüber redet halt kaum einer. Es wird immer so viel über Sex geredet, aber nicht über das, was eigentlich wirklich real ist. Und was sieht man, wenn man dann mal in den Swingerclub geht? Naja, du siehst halt einfach, wie andere das machen. Und ich wundere mich manchmal, also ich gehöre auch eher zu der schnelleren Sorte, mein Mann auch, das ist schon mal super, ja. Aber ich sehe dann manchmal Leute, die da eine halbe Stunde rumvögeln, da denke ich mir, boah, ja. Aber ne, das ist dann mein Empfinden, ich bin dann privat da, ne, als Sexualwissenschaftlerin würde ich sagen, ja cool, jeder ist halt anders. Und wenn sich ein Paar findet, bei denen das halt auch matcht, dann ist es super. Aber wenn du halt ein Paar hast, wo es nicht matcht, ist es ein Problem. Für eine Frau, die, ich sag mal, eine Viertelstunde braucht, um wirklich warm zu werden, ist ein Mann, der nach 5 Minuten kommt, schwierig. Und dann müssen die zwei sich aber überlegen, okay, wie kommen wir zwei jetzt zusammen? Wie können wir unseren sexuellen Akt so gestalten, dass er beiden Spaß macht? Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich habe bei Paaren, dieses wirklich unterschiedliche Herangehen an Sexualität, weil man es halt selber so gewohnt ist, durch die Selbstbefriedigung oder durch den letzten Partner, den man hatte. Und dann treffen da manchmal Welten aufeinander. Und dann entsteht natürlich Frust, weil man dann nicht weiß, ja, wie machen wir denn das jetzt? Und da ist dann das Problem, wenn dann Moral reinkommt oder Bewertung oder so dieses, welcher Sex ist denn richtig? Es gibt beim Sex kein richtig und kein falsch. Das sieht man aber erst, wenn man mit verschiedenen Leuten mal darüber redet und wenn man mal feststellt, worauf stehen Leute, wie haben Leute Sex, wie machen die das? Das ist so unterschiedlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, dass es ja eher schwieriger ist, schneller zu kommen, als später zu kommen. Weil ich meine, rauszögern, also ich kann jetzt vom Mann sprechen, von mir zum Beispiel. Ja. Wenn ich sehr erregt bin, kann ich sehr schnell kommen. Ja. Aber ich kann es auch immer herauszögern. Also ich kann einfach die Schnelligkeit anpassen und so weiter. Ja. Dann kann ich das auch wirklich lange herauszögern. Ja, wenn du das kannst, ist ja gut. Es gibt Leute, die können das nicht. Aber wieso soll man das nicht können? Das verstehe ich nicht. Also man kann doch einfach sogar eine kleine Pause machen, theoretisch. Man kann doch kurz. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, natürlich, klar, das sind ja dann auch die Empfehlungen, die dann die Sexualwissenschaftler dann den Männern geben, sowas wie Start-Stopp zum Beispiel. Ja, also wenn du halt merkst, es kommt dir schnell, dann gehst du halt wieder raus. Richtig. Oder dann machst du einen Stopp oder dann machst du dir ein Kopfkino. Das ist aber trotzdem, wenn du wirklich einen sehr ausgeprägten Ejaculatio Praecox hast, also zu früh kommen, dann ist es schwer als Mann, weil dann bist du quasi schon, wenn du den nur reinsteckst, bist du schon kurz davor. Ah, okay, verstehe. Und das ist dann natürlich für die Frau frustrierend. Aber es gibt da Möglichkeiten. Da muss man halt die Frau anders heiß machen, befriedigen. Du kannst so viel oral, manuell, mit Spielzeugen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber Paare kommen dann teilweise gar nicht auf die Idee. Weil dann, ich hatte das jetzt erst letztens bei einem Paar, wo dann die Frau gesagt hat, ja, wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann bist du ein schlechter Mann. Also das war wirklich sein Ding. Der hat sich sogar operieren lassen. Der hat sich die Vorhaut wegoperieren lassen. Die Beschneidung, was ja viele Männer aus gesundheitlichen Gründen machen, der hat das aus dem Grund gemacht, in der Hoffnung, dass er dann weniger sensibel ist. Aber ich habe echt nur die Augen verdreht, weil die Frau, die war so ätzend mit dem Mann. Also die hat dem so das Gefühl gegeben, dass er ein Problem ist. Und der hat sich dann bei mir gemeldet. Ich habe gesagt, ich arbeite mit euch nur, wenn ihr zu zweit kommt. Die Frau muss ja mitkommen. Ja, ich meine, was soll ich denn mit dem Mann machen? Also, man muss ja gucken, was will sie, weißt du? Also was braucht die jetzt, damit sie zufrieden ist? Und wenn er jetzt schnell kommt, ja gut, der kann er sie ja lecken oder was weiß ich. Also ich meine, verstehst du? Ja. Das ist aber das Problem, wo ich sage, die Leute haben so eine Meinung über Sex und dann auch über ihren Partner. Und wenn dann so eine Frau sagt, ja, aber ich liebe meinen Mann, da sage ich, du lügst. Tust du nicht. Ja. Ja. Ich nehme mal an, dass sich die Sexualität ja auch mit den Lebensphasen verändert. Und du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, du hast ja selbst spät Kinder bekommen.
Und das aber gerade zu der Zeit, wo du sie bekommen hast, du auch nochmal beruflich und persönlich besonders gewachsen bist. Ja. Wie hat diese Lebensphase deinen Blick auf Partnerschaft und Sexualität verändert? Naja, ich sag mal so, also bei mir war das wirklich so, mein Partner und ich, wir sind ja beide selbstständig. Und wir sind ziemlich fulminant zusammengekommen. Da war ich knapp 40 und wir haben uns richtig volle Pulle füreinander entschieden. Also wir haben damals gesagt, wir wollen zusammen Business machen, wir wollen zusammen Kinder großziehen, wir wollen jetzt das volle Programm machen. Wir waren beide an dem Punkt. Und am Anfang tatsächlich hat er mich unterstützt oder ist er eigentlich in meine Firma mit eingestiegen und hat mir da den Rücken freigehalten. Deshalb konnte ich sehr, sehr viele Sachen machen mit dem Kind. Also ich habe dann viele Vorträge gehalten, 2012, 2013 und dann war mein Mann dabei und wir hatten den Maxi-Cosi und das Kind. Das war super. Ja, und da habe ich gemerkt, was das wirklich heißt, auch wenn du einen Partner hast, der dir Rückenwind gibt. Weil was ja bei den meisten Frauen so ist, wenn die dann Kinder bekommen, dann bleiben die zu Hause, gehen erstmal in Mutterschutz für ein Jahr, also gehen aus dem Job ganz raus und der Mann arbeitet dann mehr, um das Ganze finanziell auch aufzufangen. Und dann kommst du natürlich sehr schnell in einen sehr ungünstigen Teufelskreis rein. Weil auch die Frau, wenn sie dann wieder einsteigt nach einem Jahr oder so, dann geht sie meistens auf Teilzeit, weil das einfach nicht anders machbar ist. Und es gibt aber leider sehr wenig Führungspositionen in Teilzeit. Deshalb sind viele Frauen dann irgendwann sehr frustriert, die sind top ausgebildet und haben eigentlich einen Top-Job gehabt, aber durch das Kind machen sie dann ein Downgrade. Entweder ein erzwungenes, manchmal auch ein freiwilliges, dass sie sagen, nee, ich möchte jetzt mehr Zeit mit dem Kind verbringen. Und das ist ein großes, großes, großes Problem, weil die Frauen dann sich nur noch auf das Kind fokussieren und der Job ist dann so nebenbei und der Partner bleibt dann auf der Strecke. Und das war halt bei mir anders, weil, wie gesagt, mein Partner mich unterstützt hat in meinem Business 2 Jahre lang sehr intensiv und wir haben da richtig dieses Familienteam gebaut. Wir waren dann immer zu dritt unterwegs. Und dann kam das zweite Kind nochmal 2 Jahre später. Und dann war es ein bisschen anders. Dann ist er beruflich durchgestartet und ich bin ein bisschen einen Schritt zurückgegangen, dann mit 2 Kindern. Aber ich habe die ganze Zeit dafür gesorgt, dass mein Partner und ich, dass wir eine gute Verbindung haben und dass wir auch regelmäßig Sex haben. War ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist ja, du hast es als Rush-Hour des Lebens beschrieben, ne? Die Zeit, wo man dann beruflich sehr aktiv ist, eventuell Kinder bekommt, man hat noch eine Partnerschaft und so weiter und so fort. Ja. Was macht das mit der Sexualität bei den meisten Menschen? Naja, es ist halt immer so, die Sexualität, die fällt oft hinten runter, und zwar oft, weil halt die Frau sie als nicht mehr so wichtig empfindet, weil die Frau sich oft aber dann auch, ich sag mal, körperlich verändert. Und weil oft dann die Männer sich sehr auf den Job fokussieren und sich zu Hause dann unter Umständen auch gehen lassen. Also das ist so ein Konglomerat, so ein ungünstiges, weshalb viele Beziehungen dann auch kaputt gehen, wenn Kinder kommen, weil sich dann alle Prioritäten verschieben und weil man nicht darauf achtet, dass man die Partnerschaft aufrechterhält. Also es ist wirklich so, ich beobachte das bei allen Frauen, wenn die ein Kind haben, dann geht der Fokus auf einmal aufs Kind, was ja auch natürlich ist ja auch gut, ne? Nur der Partner, der Mann, der steht dann oft so ein bisschen daneben und kriegt dann nicht mehr die Aufmerksamkeit von der Frau, die er vorher gekriegt hat. Und das ist ein Beziehungsproblem, was dann entsteht. Und das empfinden fast alle Paare irgendwie als sehr individuell. Oder ich sag mal so, man denkt dann immer, ja, irgendwie mit uns ist irgendwas falsch oder so, aber es ist ja eigentlich bei allen so. Und wo halt die Frauen aufpassen müssen, ist wirklich, wenn sie Kinder haben, dass sie nicht den Partner irgendwie vergessen. Also, dass man immer sagt, okay, wir 2, ne, wir sind das Team und wir haben jetzt beide ein Kind, wunderbar, aber was halt passiert ist, die Frau ist dann oft gar nicht mehr bei dem Mann, sondern nur noch bei dem Kind. Und die Gefahr ist, klar, wenn das Kind ein Jahr ist oder was, oder Monate, das ist ja normal, ne? Aber viele Frauen machen das auch, wenn die Kinder noch 10, 11 oder 12 sind. Und dann wird es richtig problematisch, weil Männer sind halt auch nicht bereit, so lange zu warten. Das heißt, das ist ein Problem vor allem aus deiner Sicht. Du hast gesagt, der Körper der Frau verändert sich. Damit meinst du jetzt wahrscheinlich einfach nur die Zeit, wo dann, ne, vor der Geburt und. Vor der Geburt, aber auch nach der Geburt natürlich. Ne? Also du hast halt, das kannst du dir als Mann nicht vorstellen.
Ja, da musst du das jetzt mal erklären. Ja, oder aber natürlich auch als Frau, wenn man noch keine Ja. Kinder hat. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich meine, überleg dir mal, du nimmst innerhalb, ich sag mal, von 18 Monaten, nimmst du einmal 20 Kilo zu und 20 Kilo wieder ab. Also das alleine ist schon krass, ja. Und wenn dann da unten aus deiner Vagina ein Kind rauskommt, dann verändert sich da natürlich auch vieles. Also das ganze Gewebe verändert sich. Deshalb gibt es da sowas wie Rückbildungsgymnastik, was du machen musst. Und manchmal hat man dann irgendwelche Dammschnitte oder auch Kaiserschnitte oder was weiß ich. Also das ist alles irgendwie erstmal, du musst deinen Körper richtig wie neu für dich entdecken und erobern. Aber das machen viele Frauen ja für sich selber. Und dass man dann ein paar Wochen auch gar keine Lust hat, da nochmal einen Mann ranzulassen, ist auch ganz normal. Aber was halt viele nicht wissen, ist, dass du als Paar, du musst dir deine Partnerschaft wieder wie neu erobern. Also ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt in Naturvölkern sogar dieses Ding, dass der Mann sich quasi die Brüste der Frau neu erobert, wenn sie abgestillt hat. Ja, weil wenn du halt als Mann hast du eine Frau und magst ihre Brüste und dann hängt auf einmal immer das Kind da dran. Ja, das ist irgendwie schwierig und und für die Frau ist es halt auch ein Riesenunterschied. Hast du da jetzt ein Kind oder hast du jetzt den Mann? Und das ist halt, man muss sich da richtig neu finden. Und das stelle ich halt fest, das machen viele nicht. Also die beschäftigen sich nicht damit. Das ist dann irgendwie, das läuft dann alles so irgendwie und dann läuft es irgendwann aus dem Ruder. Aber wenn man sich mal mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und da auch so in Verbindung bleibt als Paar, dann kommst du da easy durch diese ganzen Phasen. Aber wenn du das nicht machst, dann verlieren sich viele wirklich aus dem Auge. Okay, also der Körper der Frau verändert sich. Dann hast du noch gesagt, der Mann lässt sich gehen. Ja. Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein. Und du hast noch gesagt, die Frau verbringt dann sehr viel Zeit mit dem Kind und weniger mit dem Mann. Ja. Ein wesentlicher Faktor ist ja wahrscheinlich dann auch die Zeit einfach, ne? Also Natürlich. Also der Mann ist wahrscheinlich auch extrem unter Stress, viel Natürlich. Arbeit, noch Ja. Familie, dies und das. Und Ja. dann hat er vielleicht auch nicht mehr viel Zeit Ja. zum Sport machen oder so, ne? Ja. Und dass die Frau vielleicht dann auch sehr viel mit dem Kind beschäftigt ist, liegt daran, dass es einfach da ist und auch sehr viel Aufmerksamkeit benötigt. Und Logisch. gleichzeitig der Mann dann auch nur eine sehr begrenzte Zeit wahrscheinlich zu Hause ist Ja. und dann ist sie vielleicht erschöpft und so weiter. Ja. Also es ist auch diese ganzen Lebensumstände, die das dann, glaube ich, sehr schwierig gestalten, ne? Es ist halt komplex, ne? Und ich habe also auch immer wieder Paare, die sich dann wundern und denken, ja, das ist nicht mehr so wie früher. Und ich sage, ja Leute, ihr habt jetzt ein Kind, das ist nichts mehr so wie früher. Und das ist halt, ich meine, das ist ja auch eine coole Zeit, ja. Das ist ja eigentlich, also ich habe das als die schönste Zeit meines Lebens empfunden, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich habe, wie gesagt, mit über 40 habe ich 2 Kinder noch bekommen. Das ist das Beste, was mir überhaupt jemals passiert ist. Aber ich habe halt auch ein gewisses Bewusstsein gehabt für diese Themen und mein Mann auch. Ich meine, wir haben uns kennengelernt in der Coaching- und Leadership-Ausbildung, die wir beide gemacht haben. Also wir sind da recht bewusst rangegangen an das Thema und deshalb, ich sag das Leuten, ihr braucht das Bewusstsein. Ja, und was ich halt heute viel auch von Frauen höre, eben dieses, vielleicht gehe ich da nochmal drauf ein, dieses Männer lassen sich dann gehen oder so. Also viele Frauen haben dann auch nicht mehr das Bedürfnis nach Sex, weil sie dann irgendwie auch auf einmal merken, okay, bei ihnen selber tut sich total viel, körperlich, seelisch, geistig und der Mann bleibt dann irgendwie so auf so einem bestimmten Level stehen. Also das sagen dann viele Frauen, ja, so nach dem Motto, ja, der ist ja irgendwie, das habe ich jetzt noch ein Kind oder was, ja. Und das ist halt auch so ein Thema. Da könnte man ja auch zusammen dran arbeiten, also dass die Frau auch den Mann mehr teilhaben lässt, was jetzt sich bei ihr so tut. Oder dass der Mann auch die Frau mehr teilhaben lässt an dem, ich habe auf einmal so eine Verantwortung, weil das ist das, was bei Männern passiert. Wenn die ein Kind haben, dann haben die auf einmal richtig Stress, weil sie mehr Verantwortung haben. Und das kriegt aber die Frau wiederum nicht mit. Die kriegt dann nur mit, ja, der kommt dann so spät und der hat keine Zeit mehr und so. Also man muss mehr miteinander reden und man muss sich auch mehr dann wirklich so das teilen. Wie geht's mir denn gerade und wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und das macht halt die Frau nicht, weil die Frau sich nur noch auf das Kind fokussiert. Und das ist dieser Teufelskreis, der dann entsteht. Deshalb, ich sage immer Rush-Hour des Lebens, ja, weil du musst ja irgendwie auch deine Miete zahlen. Man hatte vorher vielleicht 2 Einkünfte, jetzt hat man nur noch 1,5. Du hast ja deutlich weniger, auch wenn du dann Elterngeld kriegst und so, das ist ja immer nur ein kleiner Teil. Und dann musst du ganz anders agieren. Und dann haben oft beide auch mehr Stress. Ich meine, Kind ist auch wahnsinniger Stress. Je nachdem, wie das Kind so drauf ist, wird es ja mindestens 2-mal in der Nacht wach und weckt dich,
wenn nicht sogar 5 oder 6 Mal. Und dann bist du halt auch ein bisschen gaga im Kopf. Und das sind halt alles so Sachen. Und da schlittern Leute rein und beschäftigen sich nicht wirklich damit und verlieren sich dann aus dem Auge. So wie du es beschreibst, klingt es ja nach einer sehr herausfordernden Zeit. Und trotzdem hast du gerade gesagt, für dich war es eine oder die schönste Zeit deines Lebens. Ja. Was hat die Zeit für dich so wertvoll gemacht? Was die Zeit so wertvoll macht. Ich sag's dir, ein Kind ist so was Geniales. Kinder sind so absolut, die haben einfach keine Laune, die haben keine Meinung, die meckern nicht. Klar, die weinen, wenn ihnen irgendwas wehtut oder wenn sie Hunger haben. Aber vom Prinzip her sind Kinder einfach zutiefst positiv. Und das macht ja mit dir als Erwachsener auch was. Ich meine, wenn du im Job bist, dann hast du lauter Leute, die alle nur rummeckern und gestresst sind. Und Kinder haben einfach gute Laune. Ja, und ich habe so viel entdeckt mit den Kindern. Ich sag mal, es ist irgendwie, ich vermisse das richtig, dass ich jetzt auf keine Spielplätze mehr gehe. Die sind jetzt beide in der Pubertät. Wir sind früher immer, keine Ahnung, irgendwelche Indoor-Spielplätze und mit den Kindern kommst du anders nochmal auch wieder runter. Du gehst dann halt spazieren mit dem Kinderwagen oder du gehst auf den Spielplatz und man kommt viel mehr bei sich selber auch wieder an. Das ist ja das Positive auch dabei. Also das ist was ganz, ganz Natürliches. Und ich empfehle es nur jeder Frau, dass sie es tun sollte. Klar, es gibt viele, die sagen, ich möchte keine Kinder. Klar, aber im Grunde genommen ist das Beste, was einem passieren kann. Aber es ist halt herausfordernd, muss man sagen. Du hast gerade gesagt, für Männer fällt es besonders schwer, dann diese Verantwortung in der Zeit zu managen. Mhm. Das heißt, Frauen fällt es weniger schwer? Naja, Frauen haben dann den Fokus auf dem Kind. Das ist so, ne? Denen geht es dann mehr drum, okay, geht es dem Kind gut und da ist das gefüttert und passt das alles, ne? Da ist dann mehr der Fokus. Und bei Männern ist oft halt der Fokus dann wirklich mehr, okay, ich muss jetzt Gas geben im Business, im Geschäft, ich muss jetzt hier die Familie ernähren. Das ist auch so ein uralter Instinkt. Wir haben ja auch solche Instinkte in uns drin, ne? So, dass die Frau dann eben mehr sich um das Kind kümmert und der Mann muss dann halt ein bisschen mehr jagen gehen, weil er muss den Mund mehr füttern sozusagen, ne? Und das ist was viele Frauen auch nicht sehen, dass dann Männer auch mehr unter Druck oft stehen. Und deshalb meine ich das, da müsste man sich auch mehr mitteilen dem anderen, wo jetzt gerade auch der Druck herkommt, wo der Stress herkommt. Du hast gesagt im Vorgespräch, dass viele Frauen ihren Männern gegenüber gemein werden, sobald das Kind da ist. Ja. Was genau hast du damit gemeint? Naja, damit habe ich gemeint, dem Mann den Sex vorzuenthalten oder auch dem Mann die Nähe vorzuenthalten. Das ist für einen Mann, fühlt sich das ziemlich scheiße an, wenn die Frau sich ihm verweigert. Sag ich jetzt mal so ganz direkt, ja. Und natürlich hast du als Frau nicht immer Bock auf Sex, wenn du müde bist, logisch. Aber ich erlebe das halt in vielen Beziehungen, dass die Frau dann sich über Jahre verweigert oder, also es haben mir schon mehrere Männer unabhängig voneinander den Begriff Gnadensex genannt. Ja, also sie kriegen dann nur noch so diesen Gnadensex, weil es unbedingt sein muss. Und das ist gemein. Das ist gemein, ja. Weil echte Liebe wäre oder eine echte Beziehung wäre wirklich zu gucken, okay, was brauchst du, was brauche ich und wie kommen wir jetzt hier zusammen? Das wäre eine tatsächlich echte Beziehung, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind ja dann die Leute, die dann zu mir kommen, die sagen, okay, wir haben ein Problem, wie können wir das jetzt lösen? Bitte hilf uns. Kannst du uns mal so ein Fallbeispiel nennen, das dir gerade so in den Kopf kommt, das für dich vielleicht auch besonders war, wo du dachtest, das ist interessant, das ist außergewöhnlich und wo man so ein bisschen sieht, okay, die kamen zu dir aus einem gewissen Leidensdruck heraus und haben aber das danach gut in den Griff bekommen? Ja, ich muss jetzt überlegen, ich habe ganz viele. Also zu mir kommen, ich habe so, ich sag mal, 3 Hauptkategorien von Menschen, die zu mir kommen. Also das eine sind so die zwischen 30 und 40. Die haben dann entweder das Thema, beide arbeiten viel, verlieren sich so ein bisschen aus dem Auge und oder eben sie haben dann ein Kind bekommen und haben sich deswegen aus dem Auge verloren, wo ich jetzt gerade schon viel drüber gesprochen habe. Das ist so die eine Kategorie, wo ich dann gucke, okay, wie kriegt ihr das hin mit dieser Rush-Hour des Lebens, da jetzt wirklich durchzukommen und in Verbindung zu bleiben?
Weil das sind dann, ich denke jetzt an ein Paar, wo dann auch die Frau relativ schnell auch wieder relativ viel gearbeitet hat. Und die haben also schon auch versucht, sich das ganz gut aufzuteilen. Aber sie haben wirklich ein Sexthema gehabt, weil sie bei diesem ganzen Stress eigentlich so gut wie gar keinen Sex mehr hatten. Und der Mann, der hat sich das einfach gewünscht und hat es aber nicht mehr gekriegt. So. Und dann habe ich halt mit denen gearbeitet, dass sie mehr den Fokus drauf haben, auch auf ihrer Zweierbeziehung. Also das nicht nur, weil vorher war Fokus Kind und Job. Und die beiden haben beide irgendwie das Gefühl gehabt, wir funktionieren nur noch in diesem Hamsterrad. Und denen habe ich halt geholfen, dass sie wieder mehr Zweisamkeit haben und Quality Time miteinander, auch mal ohne das Kind. Und das ist denen extrem schwer gefallen, das Kind dann auch mal zu einem Babysitter zum Beispiel zu geben oder zur Oma, weil die Mutter immer dachte, das Kind braucht aber mich. So, und da haben wir dann dran gearbeitet. Also das ist so die eine Kategorie. Die zweite Kategorie sind Menschen zwischen 40 und 50. Und die haben oft richtig eine Krise. So diese sogenannte Midlife-Crisis, die gibt es tatsächlich. Und viele Leute haben die mit Anfang 40, die dann eigentlich kurz vor der Trennung stehen. Und die dann sagen, okay, also wir müssen uns jetzt hier Hilfe holen, weil sonst geht das ganze Ding auseinander. Und dann sage ich auch immer, gut, dass ihr da seid, weil eine Scheidung ist deutlich teurer als ich. Ja. Und da geht es dann aber auch um solche grundsätzlichen Lebensfragen, so was willst denn du eigentlich im Leben? Weil Anfang 40 hat man so diese Krise, so okay, was habe ich schon geschaffen im Leben und wo will ich noch hin? Ist es überhaupt das Richtige, was ich mache? Will ich mich vielleicht beruflich nochmal verändern? Will ich mich selbstständig machen? Will ich vielleicht noch ein zweites Kind oder noch ein drittes oder so? Ne? Weil das ist dann für Frauen so die Chance, die letzte eigentlich. Oder auch Frauen, die dann noch keine Kinder haben. Das ist dann die Möglichkeit jetzt zu sagen, okay, wenn dann jetzt. So, also da habe ich auch relativ viele. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind die so 55 plus oder auch 60 plus bis hin zu 70. Ich glaube, mein ältestes Pärchen, die waren so Mitte 70. Da geht es dann eigentlich nur noch um die, ich sag mal, um die Selbstverwirklichung oder um diese Frage, irgendwie, ich will jetzt überhaupt keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will jetzt einfach Spaß haben. Ja, und dann, also wenn dann ein Mann ist, der dann zum Beispiel keinen Sex kriegt, der ist dann eigentlich nicht mehr kompromissbereit. Also da ist dann wirklich die Frage, okay, tue ich mir jetzt noch eine Beziehung an, zum Beispiel mit einer jüngeren Frau, die eigentlich wenig Sex will, oder lasse ich es nicht lieber und habe einfach Spaß im Leben? Da geht es dann mehr um solche Fragen. Ja. Ich würde gerne mal auf dieses Thema Midlife Crisis zu sprechen kommen. Wie entsteht die? Wie die entsteht, naja, da gibt's ganz unterschiedliche Theorien dazu, ja. Also es ist bei den meisten Menschen so, in der Lebensmitte fragst du dich einfach so, okay, Halbzeit. Ne? So, Halbzeit ist ja sonst auch so, ne, dass man sich einfach mal fragt, okay, jetzt habe ich die Hälfte rum. So wie zum Ende des Jahres, dass man sich fragt, wie war das Jahr? Zum Beispiel, genau, richtig. Und das ist halt in der Mitte des Lebens auch so, dass man sich einfach mal fragt, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Also viele Frauen zum Beispiel machen sich mit Anfang 40 selbstständig. Kenne ich ganz viele, ja. Und viele Männer wechseln auch nochmal den Job, ja. Und es ist halt so ein Thema, ja, einfach mal zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg oder will ich vielleicht noch was anderes machen? Da hat man zum ersten Mal so dieses Gefühl, das Leben ist endlich. Also das geht los mit Anfang 40. Vorher, glaube ich, hat man das gar nicht. Ich weiß nicht, hast du das? Denkst du das manchmal, das Leben ist endlich? Ab und zu so. Also ich bin jetzt 30. Ja. Mit 20 machst du dir gar keine Gedanken darum, so gefühlt. Ja. Mit 30 merkt man schon, das Leben hat sich jetzt schon verändert zu den 20ern, wo ich studiert habe jetzt. Ja. Ne? Also da war hatte ich irgendwie gefühlt gar keine Verantwortung. Und jetzt bin ich ja selbstständig und habe ein Team und so. Und ich merke schon, da ist auch viel Verantwortung jetzt mittlerweile. Klar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn dann noch mal Kinder, und ich bin jetzt zum Beispiel auch Single, wenn jetzt noch eine Beziehung, Kinder und so dazu kommen, ist das natürlich noch mal was anderes. Ja, aber hallo. Ja. Klar. Ja. Und das ist halt, viele Leute arbeiten sich so richtig auf, ich sage jetzt mal zwischen den 30ern und 40ern, eben dieser Rush-Hour, ne? In diesem, ich gebe wirklich Gas, volle Pulle, Karriere und so weiter. Und dann hast du aber Anfang 40, dann fragst du dich mal, okay, ist es eigentlich richtig? Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Oder man hat dann oft auch so erste gesundheitliche Themen, die du ja am Anfang gar nicht hast.
Man ist einfach gesund und fit, egal wie man sich ernährt, egal ob man Sport macht oder nicht. Ja. Ne, aber so mit Anfang 40 bei Männern und oft lässt die Libido so ein bisschen nach. Das ist auch was viele nachdenklich macht. So, funktioniert nicht mehr so, was ist los? Ja, also das sind lauter so Sachen. Bei Frauen fängt dann die sogenannte Perimenopause an, so diese Vorwechseljahre, wo die ersten Hormonschwankungen auch entstehen, wo du dich halt wirklich fragst, okay, bin ich jetzt mit dem Kinderthema fertig oder bin ich es nicht? Das kann Riesenkrisen auslösen bei Frauen. Wenn du Anfang 40 bist, zum Beispiel noch keine Kinder hast und irgendwie aber denkst, eigentlich hätte ich noch gerne. Das war ja bei mir so, ne? Ich war Ende 30 und ich habe so, die biologische Uhr hat so laut getickt bei mir. Wahnsinn. Und das ist halt, ne, das sage ich ja, das ist diese Midlife-Crisis. Und da, ich sehe das jetzt so mit ein bisschen Abstand. Ich bin jetzt Anfang 50 und ich habe ja die Kurve echt noch gekriegt mit Hilfe von vielen Menschen, die es sehr gut mit mir gemeint haben, die mir da geholfen haben. Und jetzt, ich sag mal so mit 50 bist du dir eigentlich total bewusst der Endlichkeit. Und dann macht man wirklich auch weniger Kompromisse. Das ist so. Du hast gesagt, du hast dann nochmal die Kurve gekriegt. Was genau meinst du damit? Naja, damit meine ich, dass ich meine Familie jetzt habe, die ich mir immer gewünscht habe. Warum hat es bei dir eine längere Zeit nicht geklappt, wie du es dir gewünscht hast? Naja, ich war mit Anfang 20 schon mit meinem ersten Mann zusammen, habe Ende 20 geheiratet und war da halt auch so, ne, was kostet die Welt, naiv und was weiß ich. Und mit Mitte 30 habe ich mich dann getrennt, weil die erste Beziehung, die erste längere nicht funktioniert hat. Und dann war ich einige Jahre lang Single. Und dann habe ich mir sehr, sehr schwer getan, einen Mann zu finden, der mit mir eine Familie gründen will. Weil ich wahnsinnig hohe Ansprüche hatte. Ich habe zwar immer gesagt, hey, ich bin ganz unkompliziert. Aber dahinter war, um Gottes Willen, nee. Und ich habe halt in der Zeit eine sehr, sehr gute Coaching- und Leadership-Ausbildung gemacht bei der Sonja Becker, bei der Firma Vailea. Und da habe ich das wirklich gelernt, mich selber mal anzugucken und mal zu schauen, wie wirke ich eigentlich nach außen? Und passt das, was ich nach außen ausstrahle, passt das eigentlich zusammen mit dem, was ich will? Also ich habe mir halt immer irgendwelche Männer ausgesucht, die waren zwar super mit Sex. Also ich habe ein sehr wildes Sexleben gehabt mit Mitte 30, beschreibe ich ja auch in meinen Büchern. Was heißt wild? Wild, ja, Fetischpartys, Sexclubs, Swingerclubs, Dreier, Vierer, Fünfer, alles Mögliche. Ja, ich habe viel ausprobiert. Aber ich habe halt keinen Mann gefunden, der mit mir eine Familie gegründet hätte. Interessanterweise. Ne? Also ich hatte genug Männer, das war jetzt nicht das Thema, aber denkst du, dass es dann, also das hat mit Sicherheit was damit zu tun, oder? Dass vielleicht in dieser Szene dann auch vielleicht weniger Männer zu finden sind, die auch eine Familie wollen? Nee, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Das lag eher wirklich an mir. Ich hatte einfach das komplett falsche Beuteschema. Ich stand auf Arschlöcher, um das mal so zu sagen. Nein, ich will jetzt niemandem was Böses. Aber ich stand halt irgendwie auf Leute, die auf keinen Fall eine Familie mit mir gründen wollten. Okay, was haben die dir denn für ein Gefühl gegeben, diese Männer, dass du die so attraktiv gefunden hast? Und wie haben die sich verhalten, dass du sie als Arschloch bezeichnest? Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt nicht, nein, das war jetzt so ein bisschen, also ich will jetzt da, wie gesagt, niemandem schlecht reden, ja. Ja. Aber Fakt ist, das Verhalten war Verführung. Dieses immer, man denkt irgendwie, es geht was. Du fühlst dich halt total geschmeichelt oder du denkst, wow, das fühlt sich so gut an. Aber dieses gut anfühlen, das ist es ja nicht. Das Hast du ist ein es ja Beispiel, nicht. was dich so gut hat fühlen lassen? Ja, mich hat gut fühlen lassen, wenn Männer gut im Bett waren. Wenn Männer sehr, sehr diese Sex-Skills gut beherrscht haben. Das fand ich sehr attraktiv. Aufgrund deines Gaspedals, das stark ausgeprägt war, und da hattest du das Gefühl, das trifft auf Resonanz. Ja, genau, das richtig. Das ist auch irgendwo deine Sprache der Liebe, die Körperlichkeit. Ja, und genau. Ja, verstehe. Richtig, so. Aber ich habe eigentlich relativ schnell auch eigentlich gesagt, was ich will, aber ich bin dann irgendwie aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen. Ne? Weil dich das so krass befriedigt hat. Ja, diese weil einfach Sexualität. der Sex gut war. Also ich hatte auch teilweise mehrere gleichzeitig. Ist natürlich von mir auch arschig gewesen. Ne? Also ist ja auch völlig inkonsequentes Verhalten eigentlich. Ne? Ich sage, ich will eine Familie und Kinder und dann habe ich 5 Männer gleichzeitig. Ist genauso Arsch. Ne? Ja. Und ich bin aber dann tatsächlich, weil mit der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, da war das eben nicht so. Da war mehr ein freundschaftliches Gefühl. Da war mehr wirklich Freundschaft und ein echtes Verständnis füreinander, aber nicht so diese Attraktion. Kannst du das nochmal genauer erklären, als du ihn dann getroffen hast? Das scheint ja wirklich für dich
eine lebensverändernde Person gewesen zu sein. Ja. Und das ist ja vielleicht auch das, was viele Menschen sich suchen, ne? Oder was viele Menschen suchen. Also ich glaube, viele stecken in so einem, ja, fast schon Hamsterrad fest, wo sie sagen, ich merke, ich habe ein Muster, ich ziehe Partner, Partnerin an, die immer gleich sind, mit denen ich gar nicht so richtig in Resonanz stoße, aber irgendwo befriedigen die mich auch ein bisschen, Ja, aber klar. es nährt mich nicht, weil es ist nicht langfristig, es ist sehr kurzfristig, das, was Ja. du gerade beschrieben hast. Ja, Ne? ja. Und die sehen sich ja eigentlich nach so einer Person, die du dann, Gott sei Dank, irgendwann getroffen hast. So, Ja. was war da der verändernde Punkt und was genau hast du da gespürt? Naja, der verändernde Punkt war, am Ende war es wirklich eine Entscheidung. Also ich habe mich da coachen lassen, ich habe mich wirklich begleiten lassen und ich habe tatsächlich aufgehört, auf mein Bauchgefühl zu hören und auf meine Intuition und auf alles, sondern ich habe einfach mal auf jemanden gehört, der sich auskennt. Also, ne? Und am Ende des Tages habe ich mich für jemanden entschieden, der die gleichen Werte hat wie ich, die gleichen Wertvorstellungen. Ein Mann, der auch Kinder will, der wirklich gesagt hat, er will eine Familie gründen. Und ein Mann, der auch Unternehmer sein will, der auch gesagt hat, ja, er will selbstständig sein, er will ein Unternehmen gründen, er will das alles auf sich nehmen. Und ich bin nicht mehr nach dem gegangen, was so meine Gefühle sagen oder diese Schmetterlinge im Bauch oder so weiter, sondern mehr, es war auf eine gewisse Weise ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen rational. Ich habe ja sogar ein Buch darüber geschrieben, ne? Über diese ganze Story mit meinem Mann. Da war ich auch viel in der Presse damals. Also jede Frauenzeitschrift fand diese Story so spannend. Ich finde sie mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so interessant, weil ich feststelle, viele gute Beziehungen beginnen tatsächlich so, wie meine damals begonnen hat, nämlich mehr mit einer Freundschaft. Mehr mit einem Gefühl von, okay, den mag ich, diesen Mann, und neben dem fühle ich mich wohl. Wenn ich neben dem auf der Couch sitze, dann bin ich nicht gestresst. Dann fühle ich mich einfach wohl. Ich habe zwar auch keine Schmetterlinge im Bauch, aber ich fühle mich auch nicht gestresst. Und ich habe halt davor, viele Jahre lang bin ich immer auf dieses Gefühl, dieses aufgeregte Schmetterlinge, dieses Attraktion, verliebt sein, da stand ich halt total drauf. Auch dieses, wenn ich dann nicht genau wüsste, ja, schreibt er mir jetzt nochmal, mag der mich jetzt, wird da jetzt was draus, dieses Kopfkino, dieses Ganze. Ich weiß, ich glaube, Leute zwischen 30 und 40, die stehen da auch drauf. Susanne, ich bin da, wo du warst. Du bist da, wo ich war. Ja, du bist 30, natürlich, klar. Ich Ja, war in voll. dem Alter da auch. Ich bin da voll. Ja, ich weiß. Und das ist, aber Und ich weißt will du was? eigentlich, wenn ich mal wirklich darüber nachdenke und mal in mich gehe, so, dann weiß ich, dass das nicht dieses Wilde, dieses Feurige, weiß ich, dass das eigentlich nicht das ist, was jetzt langfristig, das ist, was ich will, weißt du, weil ich will auch Familie, ich will einfach eine Frau, mit der ich ein Team sein kann, Ja. wo man eine tiefe Verbindung hat. Ja. So, und ich weiß ganz genau, was du meinst, aber Ja. das ist so schwer, das zu realisieren. Und ich glaube, da können sich viele Zuhörerinnen mit identifizieren. Mit Sicherheit, ja, klar. Ja, aber deshalb, da musst du dir eine Frau suchen, die das will, was du auch willst. Weil, ganz ehrlich, diese Schmetterlinge, gehen ja sowieso weg. Man denkt halt, dass du beides haben kannst. Kannst du ja auch, manchmal geht das. Aber das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Oder gibt's irgend so eine Formel in der Mathematik? Also das kann ja auch funktionieren. Ich sage ja gar nicht, dass es nie funktioniert. Es kann ja funktionieren, dass aus dieser Attraktion, dass aus diesem wilden Liebesfeuer auch dann eine langfristige Beziehung wird. Aber es kann eben auch sein, dass es nicht so ist. Und am Ende ist das andere wichtiger. Ich habe damals mit meinem Mann gesagt, so, wir fangen jetzt da an, wo andere Paare nach ein paar Jahren sind. Nämlich bei diesem, man guckt sich an und sitzt auf der Couch und denkt so, was machen wir jetzt miteinander? Da haben wir angefangen. Und das Interessante war, dass es von da aus eigentlich nur noch bergauf ging. Das ist eigentlich das Coole, ja, weil sonst hast du so diesen fulminanten Start und wir sind so total verliebt und was weiß ich und dann kackt das irgendwann komplett ab. Und da haben wir aber dann angefangen. Und deshalb hat sich diese Beziehung wirklich gut entwickelt. Aber wie gesagt, wir wollen halt auch das Gleiche. Ich habe auch immer gesagt, ich interessiere mich für Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe das, auf Seminare zu gehen. Ich will mich weiterentwickeln. Ich brauche einen Mann, der das auch will. Das war bei meinem ersten Mann, den hat das nicht so interessiert. Der hat immer gedacht, ach du mit deinen ganzen Kursen da. Und ich habe gesagt, die sind aber geil, die Kurse. So, und es hat ihn nicht interessiert. Da ist es dann irgendwann auseinandergedriftet, weil das ist mein Leben. Ich meine, ich arbeite jetzt ja selber. Ich bin Speakerin, ich halte Vorträge. Ich arbeite mit Menschen. Da muss ich mich ja weiterbilden.
Ja, klar. So, aber dann brauche ich auch einen Mann, der das auch will. Dann kann ich nicht einen zu Hause sitzen haben, der dann irgendwie dafür gar nicht offen ist, wenn ich ihm mal ein Feedback gebe. Das funktioniert ja nicht. Okay, du hast gesagt, Auslöser war ja diese Ausbildung bei Sonja Becker. Vielleicht kann man die ja mal einladen oder so. Ja, gerne. Was genau hat dir diese Ausbildung gezeigt? Weil du hast es ja genannt, also denke ich, war das wirklich ein wichtiger Teil der Reise so. Was waren da so die Kernerkenntnisse, die du da mitgenommen hast? Naja, dort geht es halt ums Thema wirklich um Leadership. Wie du also wirklich deine PS auf die Straße bringst und wie du wirklich deine Mission verwirklichst. Heutzutage gibt es ja Millionen von Coaches, die auch alle ihre Berechtigung haben, aber bei den meisten ist es ja mehr oberflächlich oder auch jetzt geradezu alles noch online. Das ist ja keine wirkliche Transformation. Also ich war schon immer neugierig auf diese wirkliche Transformation. Und wie ich jetzt so von der Single-Frau, ich bin schon lange selbstständig, ich habe damals auch schon mein eigenes Geld verdient, aber wie ich jetzt von diesem Ding auch dann zur Mutter werde, das war für mich eine Riesentransformation. Oder von dieser Sex-Queen auf den Partys jetzt zur Ehefrau. Ne, das ist eine Transformation und das hat mich interessiert. Und was ich aber dafür gebraucht habe und was ich auch bekommen habe, ist einfach ein Feedback. Und zwar ein ganz, ganz ungeschöntes und ganz ehrliches. Ich habe mir sehr oft auch anhören müssen, dass ich total gemein bin zu den Männern und dass ich total oberflächlich bin und dass ich halt völlige Illusionen habe. Das will man halt auch nicht so gerne hören, ne? Inwiefern hast du dieses Feedback bekommen? Also was hast du sozusagen ausgestrahlt, dass dann dir sowas gesagt wurde und was ist dir dann bewusst geworden? Naja, also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich halt sage, ich wünsche mir eigentlich eine Familie und Kinder und dann mit 5 Männern gleichzeitig vögele, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Stimmt, ja. Ne? Das funktioniert halt nicht. Sowas jetzt zum Beispiel, ja, mir das dann mal bewusst zu machen. Weil ich war halt immer der Meinung, ja, ich kann ja alles haben. Ja, theoretisch kann ich auch alles haben, aber wenn ich jetzt wirklich eine Beziehung bauen will, dann muss ich mich auch erstmal auf diese Beziehung einlassen. Das heißt eigentlich, das Fundament muss erstmal da sein, damit man darauf bauen kann. Ja. Und bei dir war sozusagen das Fundament gar nicht da. Eben. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und das ist auch das, was ich Paaren heutzutage sage, weil es herrscht ja so viel Verwirrung zum Thema Beziehung und Sex. Du brauchst ja nur mal Instagram aufzumachen. Du siehst ja, pro Tag kriegst du ja 100 verschiedene Tipps, wenn du willst, zum Thema Beziehung. Und viele gehen ja auch in diese Richtung Beziehung öffnen und eben dieses viel Sex und was weiß ich nicht alles. Aber das funktioniert alles nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, ich kenne viele Paare, die ein richtig gutes Sexleben haben, die auch mehrere Partner haben, aber die brauchen als Fundament eine bestimmte Basis. Du brauchst eine bestimmte Basis als Paar, dass du andere Menschen sexuell da reinlassen kannst. Dann kann das funktionieren. Aber viele haben diese Basis gar nicht. Und dann entsteht ein riesengroßes Chaos, ein heilloses Durcheinander. Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Dann würde ich gerne nochmal verstehen, okay, also du hast erkannt, basically, ich lebe ein Leben, das nicht zu dem passt, was ich mir eigentlich wünsche. Also du bist sozusagen, du wusstest dein Ziel, du kanntest dein Ziel und dann hast du aber realisiert, krass, ich gehe einen anderen Weg und dieser Weg führt ja gar nicht zu dem Ziel. Sozusagen. Genau. Und dann hast du angefangen, den Weg zu shiften. Also du hast dann dir, wenn man das jetzt bildlich spricht, ich sehe gerade irgendwie wie so ein Landschaft vor mir. Ja. Und der eine Weg, der führt da oben zum Berg und da willst du hin und du gehst halt da in den Wald rein. Ja, genau. So. Das ist ein schönes Bild, ja. Und dann, das heißt, du warst dann dabei und hast gesagt, okay, nee, ne, ich schlage jetzt den Weg ein, der zum Berg führt. So. Ja. Und was hast du dann in deinem Leben verändert? Ja, das war dann die Entscheidung für diesen Mann. Wirklich zu sagen, so, ich bin jetzt mit dem zusammen. Du committest dich jetzt und du triffst dich auch mit niemand anderem mehr. Ich habe mich am Anfang doch mit so ein bisschen noch, aber dann war er immer mit dabei. Also ich habe den relativ schnell dann mitgenommen in den Swingerclub, habe dann gesagt, so hier, jetzt musst du dir das mal angucken. Und es war aber klar, das ist ja eine bestimmte innere Entscheidung, die du triffst. Das war ganz klar, das ist jetzt mein Mann. Wir sind dann auch sofort zusammengezogen. Also nachdem wir das entschieden haben, sind wir zusammengezogen, haben dann auch sofort sehr schnell dann die Familie gegründet und haben, also das war für mich keine Frage mehr. Ich habe gesagt, das ist mein Mann und der bleibt das jetzt auch fertig aus. Und wenn es da noch sexuelle Kontakte gibt, ja schön, aber das ist mein Mann und das ist eine bestimmte Entscheidung.
Okay. Und dann habt ihr euch am Anfang getroffen und es war, hast du gesagt, eigentlich erstmal nur so freundschaftlich. Du hast dich wohlgefühlt, du hast dich nicht getriggert gefühlt oder Nein, so? gar nicht, Sondern es überhaupt war einfach, nicht. Es war einfach so ruhig. Es war ruhig, ja, es war total entspannt. Ich meine, heute reden ja alle über das Nervensystem, ne? Und diese Nervensystem-Trigger und so. Und das ist zum Beispiel auch so ein Faktor, was ich jedem nur sagen kann. Achtet mal drauf, wie fühlt ihr euch, wenn ihr neben dem Menschen sitzt oder wenn ihr euch mit dem unterhaltet. Und ich war bei ihm immer entspannt. Ich konnte da locker lassen. Ich konnte so sein, wie ich bin. Und das weiß ich mittlerweile so zu schätzen. Ich meine, wir haben auch unsere Themen, ne? Keine Sorge. Aber das Grundgefühl ist einfach, ich weiß einfach, wo ich dran bin. Ja. Und wenn ich das heute höre, was Leute so alles, deshalb reden ja alle von toxischen Beziehungen und von Narzissten und so weiter. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Begrifflichkeiten. Ich sage nur, ihr seid es selber schuld. Also ich meine, wenn ihr das macht, dass ihr euch mit Leuten datet, die euch dann ghosten oder die euch dann das Blaue vom Himmel versprechen und ihr das alles glaubt, braucht man eigentlich nicht sich antun. Ich finde das interessant, was du sagst, weil ich hatte vor kurzem Horst Vogel hier, ein 88-jähriger Coach, relativ etabliert in der Coaching-Szene und wir haben dann gesprochen und ich habe so ein Kurzvideo geschnitten aus der Szene. Das Leben ist eine Reflexion, hat er gesagt. Das, was du raussendest, kommt zu dir zurück. Hat so ziemlich viel Aufruhr geführt und ich habe das Gefühl, Leute haben auch drauf projiziert und es führte zu vielen Diskussionen so von wegen, ja, das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn mir was Schlimmes passiert, dann bin ich das doch nicht selber schuld. Ich verstehe das irgendwo. Es war gar nicht meine Intention, damit so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Aber ja, natürlich, wenn dir schlimme Sachen passieren als Kind oder keine Ahnung, kannst du oft nichts dafür. Da stimme ich komplett zu, das möchte ich überhaupt nicht, das wollte ich auch gar nicht damit ausdrücken. Ja. Aber ich denke trotzdem, da ist schon was Wahres dran. Das erinnert mich gerade an das, was du gesagt hast. Das, was ich raussende, das kommt auch zu mir zurück. Wenn ich die ganze Zeit, wie du gesagt hast, mit mehreren Männern oder Frauen die ganze Zeit was habe und mir aber eigentlich eine stabile, sichere Verbindung und eine Familie mit einem Menschen wünsche, jetzt mal als Beispiel so, dann wird das ja in der Reflexion nicht zu dir zurückkommen irgendwo. Ja, das ist oder? So. Ja, natürlich. Nein, wo soll es denn herkommen? So. Weil der Punkt ist halt auch, ich sehe dann ja auch den Menschen, der eigentlich das liefert, was ich brauche, den sehe ich dann gar nicht. Das ist ja das Problem. Ich habe dann gar nicht den Fokus da drauf. Ich sehe dann immer nur, Sex. Ja, aber ich sehe dann gar nicht, wer könnte denn jetzt wirklich derjenige sein? Und das erlebe ich halt auch bei vielen Leuten, die heutzutage Single sind, gerade bei jüngeren Menschen, da sind so viele Illusionen und so viel Projektionen und so viel Bullshit. Also wirklich, das ist unfassbar. Überhaupt dieses ganze Social Media, also ich bin ja selbst auch nicht frei davon, ja, ich scroll ja dann auch mal, was mich natürlich auch interessiert, aber es wird so viel Bullshit verbreitet, also 80% dessen, was du irgendwie Social Media liest, ist wirklich Bullshit. Lass uns mal ein bisschen von diesen Illusionen, Projektionen und dem Bullshit aufdecken. Also was sind so für dich die Mythen, die ständig kursieren, mit denen du auch ständig konfrontiert wirst, wo du dir denkst, so, boah, das müsste echt einmal mehr aufgeklärt werden? Naja, also es ist halt, also ein großer Mythos ist dieses, was ich wahrnehme, dass viele Leute sich aktuell hinter dem verstecken, so dieses meine Kindheit oder Kindheitstraumata oder irgendwie sowas. Weil ich sag mal so, also wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, da gab es sicherlich viele Sachen, die nicht funktioniert haben, aber viele haben auch funktioniert. Und ich bin selber Mutter. Und ich meine, ich merke schon selber, ich mache auch nicht alles perfekt mit den Kindern. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder gehen später zu irgendeinem Psychiater und dann reden die nicht mehr mit mir, weil der denen erzählt hat, was ich alles falsch gemacht habe, dann denke ich mir, sag mal, Leute, geht's euch eigentlich noch? Und das ist halt so ein Thema. Also viele schieben das so auf die Vergangenheit. Auch durchaus Menschen, die schon 50 oder 60 sind, wo ich denke, Leute, lasst das alles mal los, das ist alles längst vorbei. Also so wie ihr euch aktuell in eurer Beziehung verhaltet, ist doch viel wichtiger als das, was irgendwann mal vor 40 Jahren war. Aber Leute verstecken sich auch ein bisschen dahinter und sagen, ja, das ist so, ich bin halt so.
Also so ein Satz wie ich bin halt so, das ist dann auch sowas, ne? Oder ich bin halt so geprägt oder ja, man kann das alles auch verändern. Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf der einen Seite finde ich es super, super wichtig, dass wir den Begriff Trauma überhaupt mittlerweile fassen können. Weil klar. Das konnten wir vor einiger Zeit noch gar nicht. Natürlich, Wir wussten klar. gar nicht, was das heißt oder Ja, was ja. es bedeutet. Den Begriff gab es überhaupt nicht. Ja, klar. Und es stimmt, es ist momentan schon irgendwo auch ein Trendbegriff, aber also ich finde es erstmal sehr wichtig, dass Menschen verstehen, was ist überhaupt ein Trauma, ne? Dass es nicht nur physische Wunden gibt, sondern dass es auch mentale Wunden Klar. gibt, die halt dann so wie eine physische Wunde auch verhärten können, verkrusten können, nicht vernünftig heilen können und dich dann weiterhin in deiner Elastizität deines weiteren Lebens dann auch mental beeinflussen können, weil diese Stelle nicht mehr so beweglich ist. So. Das ist wichtig zu verstehen, denke ich. Und ich glaube, da fehlt trotzdem auch noch viel Bewusstsein. Deswegen finde ich das gut, dass der Begriff auch mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Dafür mache ich ja auch meine Arbeit unter anderem. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich, was du meinst. Ne? Man neigt vielleicht dann auch dazu zu sagen, ja, das ist alles Trauma. Das ist alles aufgrund meines Traumas. Ich nehme es halt so wahr, ne? Und das Also, sind die anderen schuld, die haben mir das alles angetan und so weiter. Das meine ich mit zweischneidigem Schwert. Ne? Es ist, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu sein, ja, okay, da sind Sachen passiert, die haben Einfluss auf dich gehabt. So auf dein heutiges Beziehungsleben, vielleicht auf dein Sexualleben, was auch immer. Ja? Natürlich, so, klar. das ist wichtig und dem auch Anerkennung zu schenken und so weiter. Und dann ist aber der Punkt, wo man die Verantwortung trotzdem dafür übernehmen muss. Das ist das. So, Ja. als Beispiel, ja. Wenn man selber geschlagen wurde in der Kindheit und man dann selber weiterschlägt, dann kann man sagen, ja, das ist ja, weil ich selber geschlagen wurde. So, ja. Ja, klar. Nein, ja, das ist dir passiert. So. Das ist aber deine Verantwortung, dass du das reflektierst und es nicht weitergibst. Genau. So, das heißt, das zu verstehen, dass man ein Trauma hatte, ist keine Ausrede dafür, selber nicht Verantwortung zu übernehmen. Ja. Deswegen, ich sehe das 100%, was du sagst, und es kann natürlich dazu führen, ich glaube, das ist so deine Message, dieses ganze, ne, das Traumathema, wenn das sich so aufbläst, dass keiner mehr Verantwortung übernehmen will. Du siehst es ja an den heutigen Jugendlichen und Kindern, wie die aufgezogen werden. Also ich meine, das ist jetzt eine steile These, ne? Aber ich denke mir, dass dadurch, dass sich jetzt so viele damit beschäftigen, werden die Menschen auch immer ängstlicher, was die Kindererziehung betrifft. Und dadurch entstehen dann diese Helikoptereltern oder Rasenmähereltern, die dann versuchen, den Kindern alles aus dem Weg zu räumen. Ne? Der Rasenmäher, also alles wegzumähen, damit das Kind keinen Widerstand mehr irgendwie erleben muss. Aber dadurch erziehst du die Kinder völlig falsch, weil Kinder lernen dann keine Frustrationstoleranz. Und das ist ein riesengroßes Problem, wenn du als Eltern denkst, oh Gott, ne, ich habe ja so viele Traumata erlebt durch meine Eltern und das will ich jetzt meinen Kindern nicht weitergeben. Dadurch nimmst du den Kindern aber total viel, nämlich, dass die auch selber lernen, mit Problemen umzugehen. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Da finde ich, kann man auch mal hingucken. Und das ist halt auch bei den Beziehungen so, ich weiß nicht, das ist fast wie so ein Trend, dass so viele Frauen sagen, ja, mein Ex war narzisstisch. Ich hasse diesen Begriff. Wer ist ein Narzisst? Ich bin mit Sicherheit auch einer. Ich meine, ich stehe halt gern im Rampenlicht und ich halte Vorträge und keine Ahnung. Ja, und habe auch ein ziemlich großes Ego. Aber du kannst jetzt, also ich sag mal, ein Narzisst hat immer auch einen Co-Narzissten. Weißt du, also wenn du deinen Partner oder deinen Ex so bezeichnest, dann kannst du ja mal gucken, was hast du denn gemacht? Du hast ihn wahrscheinlich auch angehimmelt ohne Ende. Du hast wahrscheinlich auch das alles über dich ergehen lassen, anstatt da mal eine ganz klare Grenze zu setzen. Und solche Sachen halt. Also ich bin immer dafür, dass jeder bei sich selber erstmal guckt, bevor er überall verteilt, was die anderen alles falsch machen. Das ist immer eine Dynamik. Das ist auch eine Message von mir. Man muss immer vorsichtig sein, weil dann auch viele Menschen sich angegriffen fühlen, so von wegen, ja, du hättest es anders machen können. Das habe ich in einem der vorigen Podcasts auch gesagt. Ja, du hättest ja auch Nein sagen können. Yep. Ja, ne, absolut. Aber irgendwo war man natürlich auch in seinem Muster gefangen. Genauso wie du auch in deinem Muster gefangen warst und jahrelang eigentlich dir eine Familie gewünscht hast und das aber nicht hinbekommen hast. Genau. So, ne? Das heißt, irgendwo ja, stimmt, man hätte Nein sagen können, aber irgendwo konnte man es auch nicht, weil man einfach noch nicht an dem Punkt im Leben war, mit den Informationen, mit einfach mit der Entwicklung, dass man den nächsten Schritt machen konnte. So.
Das ist so. Und deshalb ist es ja gut, dass es heutzutage viele Menschen gibt, die auch anderen dabei helfen, diese Entwicklung zu machen, weil ich das leider oft manchmal dann auch noch bei wirklich älteren Menschen erlebe, teilweise bei 60 plus, die dann immer noch die Muster haben von früher. Und da denke ich, oh Mann, jetzt wird es aber echt mal Zeit. Als Beispiel? Naja, als Beispiel, ich denke an meinen Vater, der mit 80 keinen Blumenkohl gegessen hat, weil es ein Erlebnis in seiner Kindheit gab mit Blumenkohl. Es ist jetzt ein blödes Beispiel oder auch in der Sexualität erlebe ich es halt auch oft, dass Leute also wirklich noch sehr stark diese Muster noch aus ihrer Kindheit nachleben oder so, wie sie ihre Eltern erlebt haben, dass die das irgendwie noch nachleben, wenn sie dann selber älter werden. Wie zum Beispiel? Schwierig. Ja, also was weiß ich, eine Frau, die dann so einen Sauberkeitsfimmel hat und dann erstmal alles putzen muss, bevor sie dann irgendwie Sex haben kann. Wo dann immer das andere alles wichtiger ist. Ja, wo man denkt, ey Leute, mit über 60, scheiß drauf, habt Sex, vögelt rum, macht Spaß, ihr müsst jetzt, also, ne? Aber das sind halt solche Prägungen. Das ist dann kein Trauma, das ist einfach eine Prägung. Du hast bestimmte Prägungen durch deine Eltern, wie man bestimmte Sachen macht. Und das kann halt gut oder schlecht sein. Wir haben ja gerade über diese Midlife-Crisis gesprochen, die so um die 40 entsteht. Dann hast du auch nochmal gesagt, okay, dann ist es auch, also das ist eine Kunst auch, ne, neben der Elternschaft noch eine Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Ja. Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Was sind so, ne, du hast jetzt viele Probleme beschrieben, die es da gab. Also zum Beispiel auch das Problem, dass der Mann vielleicht Bedürfnisse hat, die dann nicht befriedigt werden von der Frau. Die Frau hat ihren Fokus woanders. Der Mann hat sehr viel Druck und so weiter und so fort. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die man dann wirklich aktiv tun kann, um das Szenario besser zu gestalten? Also ganz wichtig ist die Zweisamkeit. Dieses wirklich sich richtig auch Termine zu setzen. Ich meine, du schreibst dir 1000 Termine in deinen Kalender rein. Keine Ahnung, Babyschwimmen und keine Ahnung, Kegeln gehen mit den Kumpels. Kegeln geht man heute nicht mehr, keine Ahnung, Bowling oder was auch immer. Und dann aber auch diese Zweisamkeit, dass man wirklich sagt, wir haben einen Abend für uns. Und ich sag mal, den Kindern auch zuzumuten, auch schon im jungen Alter, dass die auch mal bei Eltern, Großeltern oder Babysitter sind. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also, dass man die Kinder auch frühzeitig daran gewöhnt, es gibt mehrere Bezugspersonen und nicht nur die Mama. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass diese Zweisamkeit erhalten bleibt. Und was auch immer man dann miteinander macht, ne? Das kann sein, dass man zusammen essen geht, ins Kino geht. Wenn Paare sexuell neugierig sind, sage ich schon mal, geht ins Stundenhotel. Kann man super auch sich mal ein Zimmer mieten für ein paar Stunden, um einfach mal dieses gemeinsame Abenteuer wieder zu erleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sich sozusagen aktive Zeitblöcke zu machen, wo dann auch wirklich die Partnerschaft das Einzige ist und Prio hat und dass sie sozusagen gepflegt wird regelmäßig. Ja, absolut. Das ist ganz wichtig. Also eben die Beziehungspflege. Ich meine, mit dem Auto gehst du auch zum TÜV. Ne, es liegt irgendwie nahe, ne, dass man alles irgendwie handeln muss. Zum Job musst du auch jeden Tag hingehen, aber die Beziehung, die läuft dann so wie selbstverständlich irgendwie. Und das ist halt die Gefahr, wenn dein Partner für dich irgendwie selbstverständlich wird. Das sollte nicht passieren. Und was sind Dinge, wo du sagst, okay, wenn ich das höre, dann rate ich den Paaren oft so, überlegt mal, ob ihr das noch weiter. Weil wann denkst du, ist es überhaupt nicht mehr kompatibel? Gibt es auch solche Situationen? Ja, die gibt es auch. Also es ist überhaupt nicht mehr kompatibel, wenn einer zum Beispiel überhaupt nicht bereit ist, daran zu arbeiten. Also wenn einer zum Beispiel ganz klar die Schuld, sag ich jetzt mal, ich mag dieses Wort Schuld nicht, ne? Aber wenn einer so die Schuld nur dem anderen zuschiebt oder sagt, das ist dein Problem. Also Sexualität zum Beispiel ist immer ein Problem von beiden. Immer. Also klar, wenn du jetzt irgendein sexualmedizinisches Problem hast, keine Ahnung, dann mag das jetzt vielleicht bei dir liegen, ja. Aber normalerweise ist Sexualität ja was beide betrifft. Und auch in der Beziehung. Also wenn sich einer ganz rausziehen will und sagt, das ist was absolut nicht funktioniert. Und das Zweite ist, wenn wirklich Werte nicht kompatibel sind.
Also ich weiß das noch bei mir selber. Ich hatte dann in dieser wilden Zeit hatte ich dann einmal eine Beziehung mit einem Mann, der war deutlich älter als ich damals und hat sich irgendwie schon so ein bisschen auf die Rente vorbereitet. Und ich mit meinen Mitte 30, ich wollte noch richtig durchstarten, noch Familie gründen und alles. Und irgendwie war ich so verknallt in den. Aber wir haben uns eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir uns eigentlich die meiste Zeit gestritten. Was hast du an dem so attraktiv gefunden? Der war ja wirklich deutlich älter als du, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was es war. Weil das frage ich mich oft, ne? Wenn irgendwie super alte Männer mit irgendwie jungen Frauen dann noch unterwegs sind, und das jetzt mal abgesehen von, ich weiß nicht, oft manchmal passiert sowas ja auch wegen materiellen Dingen oder so, ne? Ach, nein. Aber, nee, aber jetzt, wenn das mal nicht, also ist ja nicht immer so, da frage ich mich, also was zieht einen dann da noch so krass an? Weil das ist ja auch eine, abgesehen mal davon, dass es jetzt physisch ja gar nicht mehr. Also ist ja auch von der Lebensphase ist ja, ganz klar, andere Ebene, nee, also so krass war das jetzt bei mir nicht, ne? So groß war der Unterschied nicht, aber das war halt so eine absolute Inkompatibilität der Lebensentwürfe. Das war es eigentlich, ne? Also wenn ich eine Familie gründen will und der Mann das nicht will, ich meine, ich darf ihn ja auch nicht dazu nötigen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich schiebe dem jetzt ein Kind unter oder so und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und das ist eigentlich was, das sollte man einfach dann schnell wieder beenden, weil es nicht funktioniert. Es ist halt schwierig, wenn dann Gefühle im Spiel sind, ne? Also dann hat man es schon weiter kommen lassen, so, ne? Ich weiß. Und das ist halt, das habe ich halt alles durch. Deshalb, ich sag's Leuten heute, oh Gott, achtet wirklich drauf. Ja, was ihr wollt. Was hast du da übersehen, glaubst du? Also in der Situation? Ich habe keine Ahnung, was habe ich übersehen? Naja, ich musste halt manchmal muss man sich ja auch erstmal nochmal das angucken, was man nicht will. Also manchmal muss man das auch erfahren und wirklich feststellen, okay, ich komme jetzt erstmal an den Punkt, dass ich wirklich spüre, ich will das so nicht mehr. Weil da hilft dann auch alles Coaching nichts. Weil du musst ja selber durch deinen Prozess auch durchgehen. Ja. Das ist halt das, ne? Da kannst du dann, wenn man dann so jemanden begleitet, kannst du dem auch das nur immer wieder sagen, aber letztlich muss ja jeder selbst seinen Weg gehen. Was würdest du der Susanne, wenn du sie jetzt nochmal treffen würdest? 35 hast du dich von deinem Partner getrennt, ne? Ja, ungefähr 32, 33, bisschen früher schon. Ja, also nach der Trennung, ne? Ja. Was würdest du ihr sagen? Was würde ich ihr sagen? Wenn du ihr jetzt so einen Brief schreiben könntest, ne? Ja. Was würdest du ihr da reinschreiben? Also es sind eigentlich zwei Sachen. Ich hätte auf der einen Seite noch mit dem Business noch mehr Gas geben können, schneller. Ach, echt? Ja, okay. Ja, hätte ich. Und ich hätte aber auch natürlich privat, wie gesagt, eigentlich in dem Moment, wo ich meinen jetzigen Mann zum ersten Mal getroffen habe, hätte ich ihn auch einfach gleich nehmen können. Dann hätte ich jetzt vielleicht sogar 3 Kinder. Nein, und also ich sag mal so, grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass ich viel richtig gemacht habe. Also ich bereue auch nichts. Weil das alles, was ich gemacht habe, hat mir natürlich auf der anderen Seite auch viel Erfahrung gegeben, die ich jetzt wiederum an andere weitergeben kann. Ja, aber ich bin, wie gesagt, froh, dass ich die Kurve gekriegt habe. Da bin ich froh drum. Also, dass ich im richtigen Moment die richtige Entscheidung dann doch getroffen habe. Das ist es. Ich glaube, einer der größten Schmerzen, die eine Frau haben kann, sage ich jetzt nur aus meiner subjektiven Perspektive, ne? Ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und dann aufgrund seiner Muster oder so es nicht schafft, das zu realisieren und dann die biologische Uhr abgelaufen ist. Wahrscheinlich schon. Also ich glaube auch, dass man auch damit dann leben wird. Also, ja, auf jeden Fall. Das ist klar, aber ich glaube, das ist, ja, ich stimme dir zu, ich glaube ja, also für mich wäre es auf jeden Fall so gewesen. Also wenn ich das so höre, tut mir das irgendwie voll leid, weißt du? Ja. Weil man hört ja manchmal auch Geschichten von, also beziehungsweise ich höre viel so, ja, ich muss jetzt mal gucken, weil meine biologische Uhr ne, und so weiter und so fort. Vielleicht lasse ich mir meine Eierstöcke einfrieren und so, das erzählen mir auch viele Frauen. Echt? Ja. Also das ist, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell irgendwie so ein neues Ding ist oder ist es? Ja, auf jeden Fall, natürlich, auf jeden Fall ist das so Thema. Und dann denke ich mir jedes Mal, boah, weil ich bekomme das ja auch mit, dass es Frauen gibt, die dann Männern hinterherrennen, wo ich mir denke, auch in meinem Umfeld, ne, wo ich mir denke,
du wünschst dir unbedingt eine Beziehung und eine Familie, das ist doch dann überhaupt nicht der richtige Mann für dich, so, weißt du? Und dann, wenn man das mal weiterspinnt, dann denke ich mir, boah, das irgendwie tut mir das weh, wenn ich sowas höre. So, eigentlich wünscht sich die Frau ja eine Familie und ne, und wenn das dann irgendwie nicht klappt, wegen dieser Muster, wenn sie nicht die Kurve bekommen, so wie du, dann ist es für mich so, boah, das tut mir jetzt irgendwie leid, ey. So. Naja, also ich sag dir ganz ehrlich, meine jetzige Meinung mit Anfang 50 ist ganz klar, also ich war auch bereit, alles zu tun, um das jetzt hinzukriegen. Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich tue jetzt alles. Sagt mir, was ich tun soll, ich mache es. Ich war an diesem Punkt. Und das sehe ich halt, dass viele Frauen da nicht sind. Die halten lieber ihre Muster fest und kriegen dann nicht die Kurve. Und ich war bereit, einmal wirklich alles loszulassen. Aber das ist ja auch eine gefährliche Lage, ne? Wenn du in der Position bist, dass du alles tust, dann kann auch sein, dass du dann auf Pressure irgendjemanden nimmst. Nee, das ist richtig. Das ist schon wahr. Aber ich war mir ganz klar, ich will mir nicht vorwerfen, ich habe nicht alles versucht. Das war eigentlich meine wichtigste Prämisse. Ich habe mir gesagt, ich will nie in die Situation kommen, dass ich mir irgendwann selber vorwerfe, ich habe nicht alles versucht. Und ich war an dem Punkt mit 38, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt alles. Alles, was es braucht. Und da habe ich dann Gott sei Dank die richtigen Leute an meiner Seite gehabt und dann konnte das auch alles so funktionieren. Aber das sehe ich halt bei Frauen, die sind nicht bereit, sich selber so zu ernsthaft mal zu reflektieren und wirklich diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und da muss man sich halt am Ende fragen, ja, habe ich wirklich alles getan? Das ist eigentlich die Frage. Und das war mein Ding, habe ich immer gesagt, das werde ich mir nie vorwerfen, dass ich nicht alles versucht habe. Wir haben jetzt gerade noch über diese Familien gesprochen, ne, wo es wichtig ist, dass man dann halt Kompromisse eingeht. Und dann hattest du vorhin eingeworfen, wenn die Menschen dann noch älter werden, so 60, 70, dann irgendwann sagen so, okay, wir gehen jetzt keine Kompromisse mehr ein. So. Ja. Ist das dann unbedingt der richtige Weg? Ich erlebe das auch, ne, in meiner Familie von gewissen Familienmitgliedern jetzt in anderen Hinsichten merke ich so, boah krass, da wird auch dann kein Kompromiss mehr gemacht oder da werden auch keine Vorschläge angenommen, ne? Wenn ich meinem Opa zum Beispiel sage, ey Opa, ich merke, du fällst ständig hin und verletzt dich. So, ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen Sport machen, dann baust du deine Muskeln ein bisschen auf und dann bist du stabiler. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. So, weißt du, so Echt? ja, Okay. ich habe da meine Meinung und da mache ich dann nichts mehr. Ja, so. klar. Ja, ich meine, früher hat man gesagt, wie war das Wort Altersstarrsinn oder so, ja, ne? Genau. So, also was ist das für eine Dynamik, die du dann da erlebst und was machst du dann mit solchen Leuten, wenn du merkst, die kommen ja auch in deine Beratung und sind aber komplett kompromisslos. So, das ist ja dann auch, also Ja, das hat halt zwei Seiten, ne? Also das eine ist halt, das Positive ist ja, dass man wirklich auch mehr dann für seine Wünsche einsteht und für das, was man will und was man braucht. Die negative Seite ist, dass man dann eigentlich kaum mehr irgendwie coachbar ist oder beratungsresistent irgendwie ist, ne? Was du jetzt da gerade erzählt hast mit deinem Opa. Das ist halt dann die andere Seite, ne? Und am Ende des Tages ist immer die Frage, was du willst. Ich frage Leute immer, was wollt ihr denn? Also, ne, man muss halt immer gucken, was will ich? Und so wie ich damals auch, ne? Ich meine, ich habe Paare, die mit 50 plus den Joy Club entdecken und richtig losziehen hier mit Swinger-Partys und Spaß haben. Aber die haben dann auch wirklich schon eine gute Beziehung und sind dann bereit, die weiterzuentwickeln. Ich finde, auf der anderen Seite kenne ich Leute, die mit 60 plus nochmal einen neuen Partner finden und wirklich sehr schnell auch entscheiden, komm, wir heiraten, wir bleiben zusammen, wunderbar. Aber ich stelle halt auch fest, in der Beziehung sich dann nochmal zu verändern, ist schwierig. Deshalb ist es eigentlich, je höher das Alter ist, umso wichtiger, dass man die gleichen Wertvorstellungen hat. Das ist eigentlich im hohen Alter noch viel, 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 viel wichtiger. Als junger Mensch kann man sich irgendwie noch anpassen, ne? Aber als älterer Mensch weiß man, okay, wo will ich leben? Wie soll mein Leben sein? Mache ich Camperurlaub oder mag ich Hotels? Das ist auch so eine Frage, ne? Ich kenne viele Paare, die sind mit dem Camper unterwegs. Ja, aber dann wollen das auch beide. Wenn es einer will und der andere nicht, kannst du eigentlich schon wieder vergessen. Also dieses Ding, wirklich gleiche Wertvorstellung, das ist eigentlich das Wichtigste im Alter, weil dann kannst du eine richtig gute Beziehung noch führen. das verstehe ich. Das heißt, am Anfang ist man noch dynamischer im Alter und kann sich noch anpassen und sagen, okay, Klar. ich passe mich hier und da an. Ja. Und im höheren Alter, hast du gesagt, kommt dann die Kompromisslosigkeit irgendwo von vielen dazu und, Ja. und dann ist es umso wichtiger, dass es passt, ne? Ja, natürlich, klar.
Das ist es. Also deshalb habe ich ja oft auch eben diese Situation, keine Ahnung, der ältere Mann mit der jüngeren Frau. Das kann vielleicht funktionieren, 20 und 40 oder vielleicht auch 30 und 50, aber wenn dann die Frau 40 ist und der Mann ist 60 und die Frau will vielleicht noch ein Kind und der Mann nicht mehr mit 60, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Mhm. Was macht aus deiner Sicht, wenn wir das jetzt nochmal so zusammenfassen, eine wirklich gute und lebendige Beziehung aus? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach diese Übereinstimmung der wichtigsten Grundwerte. Weil dann hast du ein Fundament. Und von dieser Basis aus eine gewisse Neugier. Ja, sich von da aus dann auch weiterzuentwickeln, gemeinsam. Und was auch wirklich ein wichtiger, ich meine, du bist jetzt 30, ne? Ich bin 53. Man darf nicht die Illusion haben, dass Beziehungen gleich bleiben. Ich habe jetzt erst wieder ein Pärchen gehabt, die sind auch Mitte 50 und sind ganz erstaunt, dass auf einmal einer von beiden irgendwie zum ersten Mal sexuelle Vorlieben äußert, die vorher noch nie wirklich geäußert wurden, aber die sind schon seit 30 Jahren zusammen und das kommt jetzt aus verschiedenen Gründen, kommt es jetzt auf einmal hoch bei der Person und ich sag, ja, es ist doch klar. Ich meine, wenn irgendwas in einem drinsteckt, irgendwann kommt es dann mal. Weißt du, das ist, oder auch, ich kenne dann auch andere Paare, ich weiß nicht, die heiraten in jungen Jahren, kriegen Kinder und erleben, wie die Kinder groß werden und die Kinder dann irgendwann aus dem Haus gehen und dann bleibt das Paar übrig und denkt so, und jetzt fangen wir wieder so an wie damals vor 20 Jahren oder wie? Nein, du bist dann ein anderer Mensch. Und beide sind ein anderer Mensch und die gucken sich dann oft an und wissen gar nichts mehr miteinander anzufangen, weil sie sich halt verändert haben. Und das ist eigentlich das Wichtige. Also ich habe mal für mich so festgestellt, also eine Beziehung muss sich eigentlich ständig weiterentwickeln, sonst geht es ja auseinander. Kann man das denn so beeinflussen? Weil im Endeffekt, es sind ja zwei Menschen und ich sehe das voll, was du sagst, dass sich ja jeder Mensch individuell entwickelt sich ja weiter mit allem, was er tut. Ne? Mit seinem Umfeld, man lernt neue Leute kennen, man hat vielleicht einen neuen Job und all das formt einen ja, ne? Vielleicht zieht man um oder keine Ahnung. Und dann gibt es die Beziehung und das ist ja wie so eine Verflechtung von beiden, sage ich mal. Und die entwickelt sich natürlich auch irgendwo weiter, also muss sie ja. Ja. Und wenn sich aber beide weiterentwickeln, aber in andere Richtungen, kann man das ja eigentlich nicht wirklich beeinflussen, oder? Also man kann, durch Kommunikation kann man das immer wieder, sag ich mal, abgleichen, aber irgendwo kann man daran ja auch nicht festhalten, oder? Nee, festhalten nicht, aber ich habe da mal ein gutes Konzept gelesen in dem, wie heißt das, Future Love von dem Matthias Hawkes, der sich so mit Zukunftsforschung und sowas beschäftigt. Diese Liquid Love, ja, das war so ein Zukunftskonzept, dass sich also Liebe quasi verflüssigt auf viele Partner, also dass man irgendwie in Zukunft sagt, ja, ich habe einen Best Friend zum Sport machen, ich habe einen, mit dem ich in Urlaub fahre und einen, mit dem ich Sex habe und so, also dass sich das so verflüssigt als ein Extrem, wie sich Beziehungen weiterentwickeln können. Und das andere Extrem ist die koevolutionäre Liebe, also das heißt, die Beziehung, die sich wo sich zwei Menschen zusammen weiterentwickeln. Das heißt, immer einer macht einen bestimmten Schritt und der andere folgt. Und dann macht der wieder einen Schritt und dann der wieder. Also, dass man sich zusammen weiterentwickelt. Da gibt es auch ein sehr gutes Konzept von dem David Schnarch, heißt der, ein amerikanischer Sexualwissenschaftler, der auch diese sogenannte Differenzierung als ein ganz wichtiges Merkmal eines guten Sexlebens bezeichnet. Also Differenzierung im Sinne von, die Partner differenzieren sich, also sie verschmelzen nicht, sondern sie differenzieren, das kann man so schwer übersetzen. Also sie entwickeln sich auch weiter, aber gegenseitig. Und man zeigt sich auch dem anderen immer wieder als neuer Mensch. Und der bezeichnet es dann sozusagen als Feuerprobe. Also, weil das ist ja immer wieder auch ein gewisses Risiko, ne? Wenn du dem anderen zeigst, hey, ich bin jetzt jemand anders oder ich will jetzt was anderes. Aber dadurch entwickelt sich dann eine Beziehung weiter. Und am Ende des Tages, ganz ehrlich, da sind wir dann wieder in den 50er Jahren. Ich habe in meinem Studium, habe ich mich mal mit beschäftigt, mit Eheratgebern aus den 50ern. Und damals hieß es ja eigentlich schon, dass man als Paar aneinander reift.
Die Ursprungsidee der Ehe der 50er war ja, du heiratest und du wirst zu einem besseren Menschen durch deinen Partner. Also das ist hochinteressant, sich damit mal zu beschäftigen. Oder auch wenn ich mich noch erinnere an meine erste Heirat, das ist jetzt irgendwie 30 Jahre her, damals habe ich auch noch kirchlich geheiratet, da hat der Pfarrer dann auch sowas gesagt, ja, die Ehe ist ein gemeinsamer Weg, so wie zwei Bergsteiger. Du bist aneinander gekettet und es geht immer einer vor und man muss immer gucken, dass der andere dran bleibt. Also dass der nicht irgendwo stehen bleibt. Das weiß ich noch, das war dieses Bild. Und vielleicht sollten wir uns auch damit mal mehr beschäftigen, weil heute ist das vieles so unverbindlich oder so, weißt du, so nach dem Motto, wenn es nicht mehr passt, dann lassen wir es halt. Aber diese gemeinsame Entwicklung, diese gemeinsame Transformation, das ist ja was Interessantes. Ich glaube, heute haben viele Menschen auch das Bild durch die sozialen Medien und so weiter, wo uns ja immer so die schöne Seite des Lebens präsentiert wird, dass es auch immer schön sein muss, dass es immer ja, dass man konsumiert ja auch die ganze Zeit diese Peaks, ne? Diese Höhenflüge der Beziehung und was weiß ich, dass es so sein muss. Ja. Und dass aber Beziehung eigentlich sehr viel Arbeit bedeutet, ne? Und das ja, natürlich. Arbeit, Frustration, keine Ahnung, Ärger, Streit, alles, natürlich. Ja, und vielleicht sehen die Menschen nicht, warum sie das Investment machen soll. Also erstmal ist die Realisation vielleicht nicht da, dass es halt viel Arbeit ist. Und dann vielleicht, wenn sie das aber wissen, denken sie sich so, warum soll ich das jetzt durchmachen so? Da möchte ich jetzt einmal zu dieser These kommen, die du gerade da genannt hast. Man wird mit dem anderen Menschen oder mit dem Partner fast schon man wird zu einem besseren Menschen. Siehst du das so? Ja, definitiv. Also eine Partnerschaft ist eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung, genau wie ein Kind eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Weil dadurch ein Stück von deinem Egoismus auf der Strecke bleibt. Wenn du immer nur bei dir bist und immer nur sagst, meine Bedürfnisse zuerst, ja, dann bist du irgendwann halt alleine. Aber wenn du einen Partner hast, du musst ja auf dessen Bedürfnisse auch eingehen. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Und deshalb sind auch Kinder dafür so genial. Weil du musst nachts aufstehen. Du kannst nicht sagen, ach, jetzt bin ich müde, habe ich keine Lust. Nein, das Kind schreit, du musst aufstehen. Das ist eigentlich genial. Das ist Charakterbildung. Also eine Beziehung ist am Ende des Tages eine Charakterbildung. Und das nehme ich halt wahr, dass viele das heute gar nicht mehr so wahrnehmen. Oder das wird einem auch so nicht mehr vermittelt. Das stimmt. Ne? Das ist eine Charakterbildung. Ich meine, frag doch mal alte Leute, die irgendwie 50 Jahre zusammen sind, was die so erzählen aus ihren Beziehungen. Die sagen auch, oh Gott, das war auch nicht immer leicht. Ich weiß mal, eine Bekannte von mir, deren Eltern, mit denen habe ich mich mal unterhalten, die haben mal gesagt, sie hatten 5 Jahre lang eine richtig schlechte Beziehung oder war das total ätzend. Ja, aber sie haben das durchgehalten und dann ist es auf einmal auch wieder gut geworden. Das kann man sich mit 30 wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ne? 5 Jahre eine schlechte Beziehung zu haben. Ja, aber ich meine, von den 50 Jahren sind es 10%. Und die wirkliche Tiefe, die kommt auch erst durch die Dauer der Beziehung. Also wenn du heute nur dieses Oberflächliche immer hast, dann kommt ja auch keine Tiefe rein. Und das ist übrigens nochmal den Bogen nochmal zur Sexualität zu spannen. Also die allerneuesten Forschungen sagen ja auch, dass tatsächlich den besten Sex haben Paare, die schon sehr lange zusammen sind. Ja, weil, genau. Ich habe letztens mit einem sehr guten Freund darüber gesprochen. Der ist jetzt 5 Jahre mit seiner Freundin zusammen und ich habe ihn dann auch mal gefragt, so, wie ist das eigentlich so sextechnisch? Ist das noch so wie am Anfang oder, ne? Und der meinte zu mir, ist besser als je zuvor, weil man weiß, auf die Bedürfnisse der anderen Person besser einzugehen. Und ich finde das Bild jetzt gerade aber von dir auch sehr schön, dass du beschreibst, so ja, es kann halt auch mal sein, wenn man das jetzt mal wirklich langfristig betrachtet, dass mal mehrere Jahre es halt nicht so gut läuft und dann aber beide investieren und es dann, also wenn man dann aus so einer Situation rauskommt, dann ist es ja umso bestärkender eigentlich, ne? Dass man das auch mal im Hinterkopf behält, weil was ich so mitbekomme in meinem Alter auch, ja, ich höre eigentlich selten, dass mal Leute wirklich, dass es denen länger mal nicht so gut ging in der Beziehung, sondern es ist oft so, ja, es läuft gerade nicht so gut, wer weiß, wie lange das jetzt noch geht. Direkt schon so, weißt du? Ja, genau. Ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, dass da viele jetzt noch nicht
Ewigkeiten zusammen sind. Also es gibt welche, ne, die sind wirklich 12 Jahre schon zusammen. Aber das ist schon, also das ist für mich schon, das höre ich selten. Ne? Ja, Viele das sind so glaub ein ich, paar ja. Jahre oder so zusammen. Ja, Ne? ja. Aha. Und das ist, denke ich, schon auch ein Mindset, das nicht mehr so präsent ist. Es kann auch mal mehrere Jahre nicht so gut laufen. Also das ist krass, ja. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, okay, woran erkenne ich denn jetzt, ob sich das lohnt, diese Jahre zu investieren oder ne, das ist ja immer die Frage, wann ist es besser, sich zu trennen und wann ist es besser, zusammen zu bleiben? Und aus meiner Sicht gibt es da 2 Punkte, auf die man achten kann. Das eine ist wirklich die körperliche Nähe. Also solange man, auch wenn man es selten ist, aber wenn man Sex hat und beim Sex spürt, doch, ich mag diesen Menschen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn du beim Sex merkst, oh, mir ekelt's vor dem anderen, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Das ist ein wichtiger Faktor. Und der andere ist wirklich eben dieses gemeinsame Lebensmodell. Wollen wir beide das Gleiche? Wollen wir beide jetzt unsere Kinder großziehen? Haben wir ein gemeinsames Projekt, was wir zusammen machen? Wollen wir eine Firma groß rausbringen? Also ich sag mal, Paare, die lange zusammen sind oft auch Unternehmerpaare. Die trennen sich auch nicht so leicht. Ja, weil man hat halt auch dieses Projekt dann, diese Firma. Und das ist eben dieses Ding. Also haben wir noch gemeinsame Wertvorstellungen? Passt das noch zusammen? Was ich merke in meiner Generation ist, dass auch oft die Frage ist, ich habe mich zum Beispiel mit einer guten Freundin darüber unterhalten, ja, wie sieht es eigentlich aus? Ich will zum Beispiel Familie haben, ne? Möchtest du auch Familie haben und so? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, darüber habe ich jetzt auch viel mit meinen Freundinnen gesprochen. Ich weiß es irgendwie nicht so genau, deswegen lasse ich mir jetzt erstmal meine Eierstöcke einfrieren und ich weiß irgendwie noch nicht, ich weiß gar nicht richtig, was ich will. So dieses, ja, es aber ist weißt alles du was? so, es ist alles so nebelig, es ist alles ganz so. ehrlich, die jungen Frauen heute zwischen 30 und 40, die können das auch nicht wissen, weil in dieser Corporate World, wo ja viele sind, da bist du so getaktet und da wirst du auch so als Frau teilweise wirklich auch ausgenommen oder ausgenutzt. Das ist schwierig, da wirklich eine Verbindung zum eigenen Körper zu haben. Wirklich. Und zu diesem Gefühl von Mutterwerden. Und dann kommt ja noch dazu dieses ganze Social Media. Das ist ja wirklich eine Krankheit. Dieses wirklich stundenlang am Tag nur. Ja, du verlierst komplett den Bezug zu dir selber. Also ich meine, wenn ich mir überlege, wie ich aufgewachsen bin, ich hatte meinen ersten Computer mit Mitte 20. Das war dann so ein uraltes Ding, wo ich dann mal so ein bisschen mal meine Diplomarbeit damals mitgeschrieben habe. Aber wie das ja heute ist, das ist ja irre. Ich meine, ich sehe es an meinen Kindern, die sind ja nur noch an diesen Dingern, wenn wir nicht da immer wieder eingreifen. Was siehst du denn jetzt, Susanne, wenn du den aktuellen Stand in der Gesellschaft siehst, was Beziehung und Sexualität angeht? Was siehst du insgesamt? Also was ich sehe, ist eine komplette Verwirrung. Ich sehe wirklich eine komplette Verwirrung. Keiner weiß eigentlich, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, wofür bin ich hier? Ja, weil du wirst verwirrt. Also ich sehe Paare, wo mir dann der Mann sagt, ja, meine Frau schickt mir jeden Tag was aus Instagram, das soll ich jetzt machen. So, ja, ich sehe eine totale Verwirrung. Ich sage ja auch immer, einer meiner Lieblingssprüche ist, we are oversexed but underfucked. Ja, wir sind übersexualisiert. Im Rossmann kannst du dir irgendwelche Vibratoren kaufen. Überall hast du Blogs, Bücher. Mein eigener Verleger hat mir gesagt, Susanne, Bücher brauchst du nicht mehr schreiben. Es gibt so viele Bücher, die liest keiner mehr. Hat er wahrscheinlich recht. Ja, also ich sehe eine totale Verwirrung. Ich sehe eine Verwirrung und ich sehe viele Leute, die irgendwie so durchs Leben stolpern, weil sie auch keine Bodenhaftung richtig haben. Ja, ich sehe mehr Möglichkeiten. Ich sehe mehr Optionen, ich sehe so mehr Freiheit und auch irgendwo materiellen Reichtum, also was wir alles haben heutzutage. Ja. Aber ich sehe, das stimmt, ich sehe weniger Entscheidung, weniger Commitment, weniger Stabilität und ja, auch weniger Klarheit. Ja. Also auch wenn ich vielleicht nicht immer zustimme, was meine Großeltern da für Werte hatten oder so, wo ich mir denke, ja, das ist ein bisschen, Ja, das gut. ist jetzt, aber, Ja. aber die wussten das. Ja. Und die haben gesagt, das ist der Weg. Ja. Den Weg gehe ich. Ja. Mein Opa hat in seinem ganzen Leben, also war er dann einmal getrennt, aber hat diese beiden Frauen gehabt. Das sagt er heute noch mit 85. Das sind meine beiden Frauen. Das sind die beiden Frauen meines Lebens gewesen. Und die hat er im Studium damals kennengelernt. Ja. Und
das ist einfach das so. Ja. Wo ich mir auch schon denke, so, das kann ich ja gar nicht behaupten. So, das ist irgendwie, aber ich finde das so auch irgendwo schön, ne? Dass da so eine Klarheit war, so ein Commitment. Und das war ja früher so, ne? Die Leute klar. haben ganz früh, Ich weiß. hat andere Nachteile gehabt, ne? Aber da stimme ich dir zu. Ja. Und ich glaube, das hat da was damit zu tun, wir haben zu viele Optionen. Wir haben, beziehungsweise vielleicht, das kann man das gar nicht so sagen, ne? Es ist ja nicht schlecht, Optionen zu haben, aber es führt ja oft dazu, ne? Geh mal in den Supermarkt und du willst Schokolade kaufen. Hör auf. So, und dann, Viel schlimmer ist Amazon. Ich wollte mal bei Amazon einen Handstaubsauger bestellen. Ich habe einen Vogel gekriegt. Da gibt es dann 10 Seiten und du weißt nicht, was soll ich jetzt kaufen? Ja. Ne? Ja. Das Ja, und ist die Frage ist, was hilft uns halt dann besser damit umzugehen? Das ist ja so die Frage. Was hilft uns damit umzugehen? Ja, also ich bin wirklich ein Freund von Commitment. Ich habe es ja selber erlebt. Wie gesagt, ich hatte ja diese Phase, wo ich viel ausprobiert habe, viel gemacht habe, aber glücklich gemacht hat mich das Commitment. Und war das dann vielleicht auch erstmal schwer und wie vielleicht auch ein kleiner Schmerz? Weil das ist was ich mich frage. Guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel hört, so wie du gerade gesagt hast, manchmal muss man durch 5 Jahre der Schwierigkeit gehen, um an einen besseren Punkt zu kommen. Oder mit meinem Business oder deinem Business wird es bestimmt auch so gewesen sein. Ich musste erstmal durch 2 Jahre harte Zeit gehen, um die Früchte irgendwo zu ernten. Oh. Und muss man vielleicht erstmal auch in dieser Welt des Überflusses auf Sachen verzichten und auch mal ein bisschen Schmerz akzeptieren, sich auch mal ein bisschen limitieren, um etwas Schöneres zu bekommen. Definitiv. Also ich meine, das Business hast du jetzt angesprochen. Ich bin seit 25 Jahren selbstständig. Ich habe komplett anders angefangen, als ich jetzt heute bin. Ne? Also ich habe mich mehrmals auch neu erfunden, auch im Geschäftlichen natürlich. Das musst du ja heutzutage. Aber letztlich geht es nur mit so Sachen wie Charakter, Disziplin, auch Durststrecken überwinden. Also ich habe mich viel auch mit Biografien erfolgreicher Unternehmer zum Beispiel auch beschäftigt. Also das ist nicht einfach mal so. Das ist es nicht. Ich habe auch schon oft ins Klo gegriffen, auch unternehmerisch, dass ich wirklich Sachen gemacht habe, die überhaupt nicht funktioniert haben, dass ich Geld versenkt habe. Das gehört aber mit dazu. Weil das wird einem heute auch so vorgegaukelt, ne? So diese ganzen, was es da alles so online gibt. Ja, du kannst dir 1000 Online-Kurse kaufen. Das macht aber überhaupt nichts mit dir und mit deinem Charakter. Das ist halt das Ding. Das ist diese große Illusion. Also ich sehe viel, du hast mich gefragt, was sehe ich? Viel Illusion, viel Verwirrung, wenig Bodenständigkeit und auch wenig Bereitschaft, wirklich das zu gehen, was es halt wirklich braucht. Dieses organische, langsame. Wenn du Kinder hast, dann bist du mehr damit verbunden. Du siehst halt, wie Kinder wachsen. Man sieht das. Du siehst, wie die langsam ihre Fortschritte machen, wie die langsam größer werden. Und dann sind sie erst in der Krippe und dann im Kindergarten und in der Grundschule. Und man kann das dann beobachten bei Kindern. Und seit ich die Kinder habe, sehe ich das auch mehr bei mir selber, wo ich auch wirklich stehe und wie ich mich auch selber weiterentwickle. Und so sehe ich das dann auch in der Beziehung und so kann ich das dann auch bei meinen Kunden sehen. Und das ist halt das haben wir irgendwie komplett verloren in der heutigen Zeit, in dieser Instagram-Zeit. Ich glaube, die ältere Generation hat ja nicht so viele Möglichkeiten wie wir. Das heißt, die waren irgendwo limitiert und das hat dann automatisch dazu geführt, dass man sich vielleicht auf dieser limitierten Basis mehr Gedanken gemacht hat. Weil stell dir vor, kommen wir nochmal zu dem Supermarktthema. Du gehst in den Supermarkt, es gibt 2 Schokoladen. So. Ja, dann committest du dich wahrscheinlich zu einer Schokolade. Ja. So. Genau. Gehst du in den Supermarkt und hast 20 Schokoladentafeln, dann probierst du dich da mal ein bisschen rum. Gehst vielleicht noch mal in einen anderen Supermarkt, da gibt es auch noch mal 20 verschiedene Sorten aber du wirst dich wahrscheinlich nicht zu einer committen. Es gibt ja sogar Studien, dass Leute dann, wenn sie so überfordert sind, dass sie dann oft gar nichts kaufen. Ja, und genau, richtig. Und was ich damit sagen will, ist, ich bin wirklich aktuell der Meinung, manchmal tut Limitation gut. Ja. Also man denkt, dass umso mehr, umso besser, manchmal. Ne? Und das sind aber auch oft einfach nur so kurzfristige Befriedigungen. Klar. Ja? Also immer, und ich glaube, das ist die Illusion, die wir uns aktuell aufbauen, dass mehr ist besser und das Kurzfristige macht mich lebensfroh. Aber wir vergessen,
wir vergessen, dass es nicht darum geht, sondern was dir Lebenszufriedenheit gibt, weil das ist ja das Wichtige. Nicht das Glück, das immer eher ab und zu reinkommt, sondern die Lebenszufriedenheit, so. Dieses Fundament, das denke ich, dafür ist es wichtig, langfristig zu denken. Und was macht uns denn langfristig glücklich? Das ist die gute Frage. Und also das wissen wir eigentlich auf Basis von Studien, das sind Beziehungen. Ja. Tiefe, langfristige, stabile Beziehungen zu unseren Mitmenschen, sei es familiär, sei es eine Liebesbeziehung, sei es Freunde. Das ist ja das, was uns wirklich glücklich macht. Und trotzdem irgendwie sind wir da und lassen uns stimulieren die ganze Zeit von irgendwelchen und wir glauben dann auch an diese kurzfristigen Befriedigungen. Ja, weil sich in dem Moment halt so anfühlt. Und da sind wir wieder bei dem Bauchgefühl. Also ich sage immer, Disziplin schlägt Bauchgefühl. Wirklich, oder dieses Durchhalten oder das Bauchgefühl ist oft so, ich meine, da gibt es auch 1000 Studien, ne? Ist es jetzt gut oder ist es schlecht oder wie auch immer. Also meine persönliche Meinung ist, es ist letztlich, brauchen wir so eine Gesamtsicht auf das wirklich, was will ich, wo will ich hin? Wo will ich hin? Was ist das, was ich brauche, was ich will? Und ich komme wieder darauf zurück, ne? Wenn ich eine Familie und Kinder will, dann muss ich halt auch so handeln, dass das auch passieren kann in meinem Leben. Wenn ich sage, nee, ich bleibe lieber Single und ich finde es cool mit mehreren Beziehungen oder offene Beziehungen oder Polyamorie oder was auch immer, ist ja auch alles gut. Aber ich muss es hinkriegen, mich so zu verhalten, dass es mit dem zusammenpasst, wie das, was ich will. Und das ist halt eine Kunst, das wirklich hinzukriegen. Und das ist nicht immer bequem. Das ist halt das, was ich heute auch feststelle. Auch, ich sag mal, Coaching, Therapie, was es da so alles gibt, ja viele, viele Sachen. Und das, was wirklich hilft, fühlt sich meistens nicht gut an. Das finde ich ist ein guter Abschluss. Ja, ich Fasst auch. nochmal gut das zusammen, was du heute auch gesagt hast. Das, was ich will, ist vielleicht nicht immer, oder das, was mir Lebensfreude gibt, ist vielleicht nicht immer bequem. Ja. Sondern am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Und zwar, kennst du ja diese Meldungen, die vom Start kommen auf unser Handy ab und zu und das sind dann wie so Testwarnungen, ne? Und dann, kennst du das nicht? Dann schrecken wir alle auf und dann macht das Handy so ganz laute Geräusche. Ja. Wenn du jedenfalls eine solche Nachricht jetzt an die Menschen in Deutschland rausschicken könntest mit einem Satz. Mit einem Satz, okay. Welcher wäre das? Oh Gott. Ein Satz. Ein Abschlusssatz. Mit einer Testwarnung. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, vielleicht das, was ich eben gesagt habe. Mach's dir nicht zu bequem. Mach's dir nicht zu bequem. Hör auch auf die Leute, die dir die unbequeme Wahrheit sagen. Ist manchmal hilfreicher, als sich nur das zusammenzusuchen, was man gerne hören möchte. Susanne, wo können die Menschen dich finden? Die Menschen finden mich, also Google kennt mich. Ich glaube, die KI kennt mich auch. Einfach auf meiner Webseite susanne-wendel.live. Und genau, also man kann bei mir auch einen kostenlosen Call buchen zum Kennenlernen. Wer wirklich interessiert ist, bitte. Ich habe manchmal auch komische Leute, die sich da melden. Nein, wer Interesse hat, natürlich, klar. Ich begleite ja Leute auch. Und ich habe halt auch meine Bücher, ne? Du hast jetzt gerade da ein paar Mal liegen, die ich heute mitgebracht habe. Ist eine kleine Auswahl. Ja. Die Links findet ihr in der Beschreibung, unter anderem auch zu Susannes Büchern, Gesund und gevögelt oder auch Männer sind Schweinefrauen erst recht. Genau, meine kleine Streitschrift, wo ich über die gemeinen Frauen schreibe. Susanne, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, Leon, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das tiefgründige, gute Gespräch. Danke.